Moin! Wir sprechen unregelmäßig über Creator-Rechtsthemen. Ja, das ist nämlich Thomas, der ist Rechtsanwalt für Moin. Medien und Arbeitsrecht. Arbeitsrecht ist Richtig? Fachanwalt. Und das wird heute wichtig, denn wir müssen mal so ein bisschen über Thematiken sprechen, die in letzter Zeit öfter mal ans Tageslicht gekommen sind. Ja, Ja. es wird auf jeden Fall spannend. Und ja, worum geht es heute? Es wird um Thematiken gehen wie, darf ich denn überhaupt Dinge hochladen, die mir gar nicht gehören? Kleiner Spoiler, nein. Dann wird es darum gehen, wenn ich das denn tue und dann mit der Person auf einmal zusammenarbeite, wie kann denn so eine Zusammenarbeit aussehen? Wie sollte sie vielleicht nicht aussehen? Was könnte passieren, wenn ich jetzt mit einer Person schon zusammengearbeitet habe, die halt nicht so hätte aussehen können? Und es, es ist ein Rabbit Hole, das wir jetzt gemeinsam irgendwie mal so ein bisschen erkunden wollen. Ja, Und nennen wir das. als, Wie als bitte? kleiner Einwurf vielleicht die Überlegung, warum sollte man eventuell wichtige Themen in schriftlichen Verträgen festhalten? Ja, das ist immer eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte tatsächlich. Alright, ja, nennen wir das Kind beim Namen. In letzter Zeit sind mehrere Cutter oder Editor Hm? auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, wir werden unfair vergütet und unfair behandelt. Da war einmal die Geschichte von Zabex und einmal die Geschichte von Papa Platte. Und Hm? die Zabex-Geschichte, finde ich, ist nochmal eine andere Geschichte, da gibt es nochmal eine andere Einordnung zu. Wir wollen uns heute auf den Papa Platte-Fall so ein bisschen konzentrieren, was da alles falsch gelaufen ist und was man vielleicht hätte anders machen können. Und ja, gut. Was ist passiert? Lass uns das mal kurz zusammenfassen. Also, eine Person hat sich gedacht, ich nehme jetzt einfach Reaction-Content, schneide den um und erstelle einen eigenen YouTube-Kanal dafür und lade den Kram hoch. Mhm. Dann hat sich die Person irgendwann gedacht, hey, lass es doch mal irgendwie ein bisschen offizieller machen, hat sich bei dem Creator gemeldet, also in dem Fall Papa Platte, und dann angefangen, auf prozentualer Umsatzbeteiligungsbasis mit der Person zusammenzuarbeiten. Mhm. Wir wissen nicht, ob das schriftlich festgehalten wurde, ob es ein mündlicher Vertrag war, aber wir können ja beide Aspekte gleich mal beleuchten. Ja. Und dann sagte der Creator irgendwann, boah, der Kanal macht ja ganz schön viel Umsatz und 25% von ganz viel Umsatz ist ja auch schon ganz viel Umsatz und ich möchte nicht, dass du so viel bekommst, deswegen biete ich dir jetzt einen Festpreis pro Monat an plus eine kleinere Umsatzbeteiligung. Und dann kommen wir halt in so eine Geschichte einseitige Vertragsänderung. Ja. Wobei wir natürlich aktuell nur spekulieren können, ob die Natürlich, 25% mehr oder weniger sind als das, was sie dann als Festpreis vereinbart haben. Also absolut. von daher, das ist so ein bisschen die Überlegung. Also da ist viel Stochern im Heuhaufen und viel hätte, könnte, wäre, wenn. Aber ja, also klar, die Frage, kann ich überhaupt einseitig so einen Spaß machen oder muss es nicht vielleicht auch irgendwie im beiderseitigen Einvernehmen passieren? Genau. Ja, das Dann ist. geht also das Ganze geht ja noch weiter. Es nimmt kein Ende. Und zwar haben wir dann eine Beendigung der Zusammenarbeit. Mhm, Der Creator möchte mit einem anderen Editor den Kanal weiterführen. mhm, Wobei wir jetzt wieder in YouTube-Territorium kommen. ja, Es geht um das Teilen von Accounts, um das Verkaufen von Accounts. Und da werde ich auch noch ein paar Takte zu sagen später. Ähm, genau, und dann offizielle Gründe werden genannt, unangemessene Titel, Zoom-Fehler und so weiter und so fort. Und dann ja, werden die Rechte am Kanal entzogen. Dazu kann ich auch noch ein paar Dinge sagen. Äh, ja. und ja, dann, ich glaube, auf das katastrophale Statement müssen wir gar nicht mehr eingehen, weil wir so viel anderen Gesprächsstoff haben. Ähm, da, genau, ja. Gut, wo fangen wir an? Ähm, Ich glaube, bei dem ursprünglichen Thema Kanal erstellen und mit Content von anderen Leuten füllen.
Ah ja, also du meinst Reaction-Videos, die guten alten Reaction-Videos. Ja, nicht nur das. Oder also Also, so, du meinst auch, oder ich meine, es ist ja mehrstufig, ja, dieser okay. Clusterfuck. Du hast ja Mhm. einerseits, dass ich Reaction-Content habe, was ja Mhm. transformativ sein kann. Und ne, ich habe selten eine Reaction von ihm gesehen, deswegen kann ich dazu inhaltlich auch relativ wenig sagen, ob das jetzt ausreicht an Ja. Transformation. Ne, also wir können erstmal festhalten, Reactions können transformierend sein. Gerade wenn man jetzt in die doppelte oder dreifache Länge des Ursprungsvideos geht, dann würde ich schon sagen, guten Gewissens, da ist sehr viel Eigenanteil mit dabei, da ist sehr viel Einordnung vielleicht mit dabei. Mhm. Ne, es sei denn, der Creator hat sich dann für 2 Stunden irgendwo hingelegt und gepennt, das Video laufen. Ne, aber gut, okay. Gibt's ja auch. Also, Soll es auch geben. Oder Leute, die zwischendurch essen gehen. ja. Ähm, Nee, gut, okay. Also das ist der eine Clusterfuck. Und dann Mhm. ist jetzt aber das Problem, dass das nochmal eine dritte Partei genommen hat und auf ihren YouTube-Kanal hochgeladen hat. Kurze Einordnung, bitte. Okay. Also, als allererstes generell Content von anderen nutzen, ohne das in irgendeiner Form einzuordnen, ohne da in irgendeiner Form, sage ich mal, eigene Gedanken zu formulieren, ist schwierig. Nicht zwingend unmöglich, jedenfalls mal aus urheberrechtlicher Sicht gesprochen, weil natürlich nicht wirklich alles, was in irgendeiner Form hochgeladen wird, auch ernsthaft Urheberrechte haben muss. Das ist ein ganz, ganz minimaler Teil. Das ist die Einschränkung, die ich aber machen möchte, weil ich ja vollständig informieren will. Der absolute Großteil des Contents, der auf YouTube, ich würde mal sagen 99,99999% des Contents, der auf YouTube hochgeladen wird, jedenfalls eigener Content, der ist wohl urheberrechtlich schutzfähig nach deutschem Recht. Ich kann das nur nach deutschem Recht beurteilen, Logisch. muss das ja aber auch nur. So. Dementsprechend, das, was urheberrechtlich schutzfähig ist, ist erstmal ausschließlich nutzbar von der Person, die diesen Content hergestellt hat. Ähm, Wie gesagt, nochmal Grundsatz. Es gibt bestimmte Schrankenregelungen, die sieht das Urheberrechtsgesetz vor. Vielleicht geistert so bei euch im Kopf dieses klassische Fair-Use-Ding rum. Das gibt es in Deutschland nicht, by the way. Das ist amerikanisches Recht, englisches Recht, die Frage, inwieweit man mit Fair Use, was auch immer das dann am Ende genau ist, letztlich Content Dritter nutzen darf, auch teilweise monetarisieren darf selbst. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Wir haben aber ein sogenanntes Zitatrecht. Da gibt es das Klein- und das Großzitat. Ich will euch da jetzt nicht mit zu viel Jura nerven, aber es gibt die Möglichkeit, und deswegen sind die eigenen Gedanken darin so wichtig, den Content anderer, also das urheberrechtlich geschützte Material anderer Personen für eigene Gedanken zu nutzen, wenn und soweit ich A, tatsächlich eigene Gedanken entwickle, B, wirklich nur das nutze, was ich tatsächlich brauche, um meine eigenen Gedanken daraus zu entwickeln. Und C, das ist auch relativ wichtig, die Quellen richtig zitiere. Auch das ist so ein bisschen problematisch. Ne? Also die Frage, ob überhaupt auf YouTube irgendjemand halbwegs sinnvoll zitiert, lasse ich jetzt einfach mal offen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das irgendwann schon mal von einem Gericht entschieden worden ist, wie man da auf YouTube konkret zitieren muss, Ich damit es möchte auch eine Lanze tatsächlich ein brechen. Zitat ist. Hm? Ich möchte eine Lanze brechen, weil Okay. ich weiß einen Creator, der übrigens auch Creator des Jahres war. Mhm. Der gute Herr Weber, der Maurice. Ja, Der kommt ja ursprünglich aus der GameStar und ich ja, meine auch, der hat noch Verbindungen zur Webedia, was den ja, Titel ja, angeht. Ich bin mir nicht ja. ganz sicher, aber ich Ich weiß, glaube auch. dass immer, wenn dort Filmschnipsel oder ähnliches Mhm. verwendet wurden, immer korrekte Quellenangabe dabei war. Und es Ja, ist auch, glaube ich, eine der wenigen, die es machen. Bei ihm weiß ich's, weil ich ja, halt regelmäßig reinschaue. ja, Deswegen, ne, Positives immer loben, sage ich auch immer. definitiv. Deswegen, ne, Total. es machen viele Leute machen es nicht richtig, aber hier
möchte ich eine Lanze brechen und sagen, ja, doch, es gibt diese kleinen Leuchtfeuer der Hoffnung. Ja, es gibt ja auch mehrere Mittel und Wege. Also, Ja, ne, das geht ja sowohl als, das passiert relativ häufig tatsächlich, beispielsweise bei Filmschnipseln irgendwie unten als Banner ja, drin, irgendwie Courtesy of oder irgendwie aus so und so, hier dieses und jenes Filmstudio oder so. Das gibt's schon häufiger. Natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, ich denke da so an die ganzen längeren, beispielsweise Rezo-Videos, ich wollte gerade sagen, Rezo ist die auch ein dann Beispiel, ja. irgendwie mit NDs, Z das, also so, wo dann eine Genau, Zahl ein eingeblendet wird Quellendokument und ein wird, ja, Quellendokument ja, unten verlinkt ist, weil das sonst einfach zu absurd würde. Geht auch, es muss halt nur passieren. Das ist der richtig, wichtige richtig, Teil. richtig, richtig. So, und wo da genau die Grenze ist, das ist immer schwierig zu sagen. Ganz grundsätzlich halte ich es aber für, sagen wir mal, zumindest in irgendeinem gewissen Grenzbereich angesiedelt, dass man ganze Videos nimmt, sie einfach, ohne sich vorher dazu Gedanken gemacht zu haben, abspielt und sich dann vielleicht für 2, 3 Sätzchen da irgendwie zu irgendwas hinreißen lässt. So, das passiert glücklicherweise zugegebenermaßen nicht ganz so oft. Jedenfalls bei den Reaction-Videos, die ich so in meinen YouTube-Algorithmus reingespült bekomme. Aber das passiert ja schon auch mal. Ja, So. Insofern, also hätten wir quasi Teil 1 dieser Frage schon mal geklärt. Reaction-Videos grundsätzlich denkbar, wenn ordnungsgemäß richtig. und rechtlich und Richtig. juristisch korrekt irgendwie aufzunehmen. So, der zweite Teil dieser Frage ist zugegebenermaßen noch ein bisschen schwieriger, denn also sagen wir mal, ich nehme einen Kanal, habe keinerlei Verbindung zu derjenigen Person, die A, den ursprünglichen Content gemacht hat und B, der Person, die letztlich das Reaction-Video gemacht hat. Beides können im Übrigen Urheber jeweils geschützter Werke sein. Ja, Ähm, und schneide das irgendwie zusammen, möglicherweise mehr oder weniger schlecht als recht oder mehr oder weniger umfangreich zusammengeschnitten und lad das wieder hoch. So, das halte ich für relativ schwierig. Denn, also klar, auch ein Schnitt, das ist völlig keine Debatte. Das Schneiden eines Filmwerks kann, wenn es mit einer eigenen geistigen Leistung passiert. Also das heißt, wenn man nicht einfach nur die Vorgabe kriegt, hier bitte zwischen alle Sekunde Atempausen 30 und raus, ja. Sekunde, genau, alle Atempausen raus, sondern wenn das wirklich ein kreativer Prozess ist, dann kann tatsächlich auch dieser kreative Prozess letztlich urheberrechtlich schutzfähig sein. Das bedeutet auch, das Werk, was aus diesem Zusammenschnippeln entsteht, kann letztlich wieder ein eigenes Werk sein, aber auch dieser Schnitt als solche kann ein eigenes Werk darstellen. Jedenfalls in der Theorie. So, das macht aber ja die ursprünglichen Werke nicht weg, sondern das, was passiert ist, es wird eine Bearbeitung erfolgen und auch eine Bearbeitung ist grundsätzlich mal nur mit Erlaubnis. Zustimmung der Ja. eigentlichen Urheber möglich, nämlich mit einer sogenannten Lizenz. So, ähm, die habe ich aber nicht. Also jedenfalls mal in dem Ausgangsfall, den du gebildet hast. So, von daher müssen wir dann wieder gucken, okay, habe ich eine Schrankenregelung, die mir hilft? Der Klassiker. Ne? Also guck erstmal, okay, darf ich das ohne Lizenz? Ja, schwierig, weil das irgendwie die Rechte derjenigen berührt, die eigentlich den Anspruch darauf haben, das entsprechend nutzen zu dürfen. So, im nächsten Schritt dann wieder habe ich irgendwo eine Schranke, die mir das vielleicht durch die Hintertür doch erlaubt. Okay, da könnte man jetzt sagen, naja, wir machen das jetzt mal wie bei den Memes. Wir sagen hier Pastiche-Regelung, Klammer auf, noch niemand weiß so ganz genau, was Pastiche eigentlich ist. Das ist ein europarechtlicher Begriff. Wir rätseln da alle selbst noch drum. So nach und nach kommt da immer mehr Klarheit rein. Was da beispielsweise drunter fällt, sind Memes. Auch die nutzen urheberrechtlich geschütztes Material, verändern das, setzen das in einen anderen Kontext, aber die sind eben oft jedenfalls durch diese Pastiche-Regelung geschützt. So, jetzt ist aber
die Frage, die sich daran anschließt, ist jetzt ein Zusammenschneiden eines ursprünglichen Videos, was dann wieder aus einem ursprünglichen Video entstanden ist, wirklich eine Pastiche? Also eine irgendwie geartete Auseinandersetzung mit den jeweiligen Ursprungswerken. Ja, das wird eher im Einzelfall zu entscheiden sein. Es gilt also wie üblich, wenn wir hier zusammensitzen, der Klassiker eines jeden Juristen und einer jeden Juristin: Es kommt darauf an. Wundervoll. Ja, Konnte ich es diesen ist, Satz auch in dieser Episode mal wieder unterbringen. es ist wundervoll. Aber genau, also das ist das Problem. Ganz definitiv kann ich es nicht sagen. Es sei denn, wir hätten jetzt natürlich das Material da. Aber ich halte es für nicht sehr smart, sagen wir es mal so. Ja, Ob da die YouTube-AGB noch dazukommen, die sagen, hier unter bestimmten Voraussetzungen berechtigst du YouTube und alle YouTube-NutzerInnen dazu, das in irgendeiner Form weiterzuverwenden, anderes Thema. Aber das ist ja nur in YouTube. Also, richtig. ne? Also im Sinne von, das, was YouTube mir als Plattform zur Verfügung stellt, darf ich nutzen, um quasi nicht runterladen, hochladen, sondern auf YouTube letztlich. Ja, genau. Also runterladen von YouTube ist generell erstmal gegen Terms of Ja, Service. ja. Was funktioniert ist, seitdem Shorts existieren, gibt es Mhm. die sogenannte Remix-Funktion, Ja, wo du genau. praktisch, ich meine sogar, sie ist standardmäßig eingeschaltet Mhm. und dann kannst du praktisch auf einen Schnipsel innerhalb eines Genau. Shortes reagieren. Das Ja, heißt aber, der Content verlässt nie die Plattform. Ich glaube, das ist das, richtig. worauf du hinaus Genau, wolltest, ne? genau, das ist das, Und worauf ich hinaus will. genau, und das ist natürlich auch erstmal schwierig, wenn ich vorher schon Sachen hochgeladen habe, die ich überhaupt nicht hätte hochladen dürfen, weil ich ja dann praktisch eine Lizenz erteile, ohne die Instanz zu sein, die Ja, überhaupt die Lizenz verteilen dürfte. genau. Ähm, Schwieriges Thema und auch da sehe ich immer wieder Leute, die dann sich den eigenen Kanal vollladen mit urheberrechtlich geschützter Mhm. Geschichten. Ich sage es immer so, also man kann das mal machen. Dann spielt man halt russisch Roulette. Aber Ja, mit jedem Video, was ihr hochladet, packt ihr eine scharfe Kugel mehr in den Lauf. Oder absolut. in die Ja, Trommel, ja, ne? nee, Und definitiv. irgendwann geht das Ding schief und ich sehe es halt wirklich, wirklich täglich. Ich habe dir vorhin im Vorgespräch, hatte ich dir auch schon von einem Fall erzählt, den ich heute Mhm. Morgen erst wieder gehabt habe, wo man wirklich auch mal nochmal in den Kindergarten eigentlich oder in die Grundschule rein müsste und sagen Ja, muss, was mir nicht gehört, was anderen Leuten gehört, das fasse ich nicht ohne Erlaubnis an. Und ja, ich finde, dass gerade im Internet kommt das halt zu kurz. ja. Ne? Und Im Übrigen ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, es ist ja auch nicht so, dass ihr dann sagen könnt, na ja, aber das ist ja irgendwie auf YouTube gelandet, dann darf ich mich ja darauf verlassen. Nee, nee. nein, 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 nein. Also ihr müsst als Nutzerinnen und Nutzer immer die gesamte Lizenzkette nachweisen können von dem oder derjenigen, die das Zeug erstellt hat, von den ursprünglichen Urheberinnen und Urhebern bis zu euch. Das heißt, bevor ihr irgendwas mit Remixes macht, müsstet ihr, um das juristisch korrekt zu machen, den Ursprungscontent, quasi den Ersteller des Ursprungscontents oder die Erstellerin anschreiben, sagen, hier bitte, hast du die Berechtigung dazu, dieses Video, so wie du es hochgeladen hast, auch hochzuladen? Dann werden die sagen ja oder nein. Wahrscheinlich sagen sie ja, meinen aber nein, aber anderes Thema. Ich wollte gerade sagen, Und sonst diese Kette bricht sehr, sehr schnell. ja, ja, genau. Also, Aber das ist immer euer Problem. ja, Also die Frage, wer ist dafür verantwortlich, dass die Kette nicht bricht? die letzte Person. Ihr. Ja. Die Person, die in Anspruch genommen wird, die ist immer dafür verantwortlich. Und ich habe das in beide Richtungen. Ne? Also ich kenne Mhm. das aus beiden Perspektiven. Ich vertrete sowohl als auch. Ich vertrete sowohl Urheberinnen und Urheber als auch Verletzerinnen und Verletzer. Das heißt, ne, das ist halt der Spaß und die Scheiße am Urheberrecht. Du musst es als die Person, die es am Ende nutzt, tatsächlich jedes Mal nachweisen, dass du es darfst. Ja. Und deswegen
benutzen wir auch keine Seiten wie No Copyright Sound, wo es nur eine generische Lizenz gibt auf der Webseite von wegen, ja, ihr dürft den Kram nutzen. Nein, ihr habt das nachzuweisen und ihr habt euch das im Zweifelsfall schriftlich geben zu lassen mit eurem Namen und eurem Kanalnamen drauf, dass ihr den Kram benutzen dürft. Und ich weiß, das ist nervig. Und ich weiß, da hat keiner Bock drauf. Aber wenn ihr wirklich mal und es kommt halt häufiger vor, als man das vielleicht möchte, ne? Und dann heißt es wieder, ja, ich wurde gestrikt. Und dann das ist die erste Frage, die ich stelle. Ja, aber hast du denn auch deine Hausaufgaben gemacht und kannst mir diese Lizenzkette geben, damit ich halt im Zweifelsfall bei YouTube sagen kann, ja, Moment mal, wir können aber Zweifelsfall nachweisen, dass wir hier eine Lizenzkette haben, dass wir in der Berechtigung sind, das zu machen. Das ist ja natürlich noch, bevor es zum Anwalt geht. Ne? Wir sprechen jetzt nur von diesem Strike-and-Appeal-System. Ne? Genau. Und aber selbst da kann man ja dann schon reinschreiben, ja, Moment mal, hier ist meine Lizenz, da ist meine Lizenznummer, das ist die Rechnungsnummer, ne, wenn ich für meine Lizenz bezahlt habe, weil die gibt es ja meistens nicht umsonst. Aber auch so eine Rechnung kann euch den Arsch retten, weil ihr dann sagen könnt, Moment mal, ich habe hier aber eine Rechnungsnummer, da steht drauf, ich habe dafür bezahlt, dass ich das nur nutzen darf. Und dann dann sind die anderen praktisch in der Beweispflicht, zu sagen, ja, Moment mal, das stimmt aber gar nicht. Ne? Ja, beziehungsweise anders. Ich sag mal immer so, immer dann, wenn ihr eine Rechnungsnummer habt. Also die anderen sind dann in der Beweispflicht, wenn die Rechnung von denen kommt. Ja. So, wenn ich irgendwo zwischendrin noch jemanden habe, dann habe ich aber zumindest mal den Vorteil, dass ich irgendwen habe, dem ich die ganze Kohle wieder mir zurückhole, von dem ich mir die ganze Kohle zurückholen kann. So also ich habe einen Vertragspartner. Dieser Vertragspartner garantiert mir, ach übrigens, ich darf dir das Recht daran einräumen, dass du das auf deinem YouTube-Kanal nutzen darfst. So, wenn der mich natürlich verarscht, also deswegen sollte man vielleicht auch, bevor man solche Geschäfte abschließt, gucken, wer steckt dahinter. So, nicht, dass das irgendein Unternehmen auf den Caymans ist, wo du nie wieder rankommst. Das ist natürlich super. Da weißt du aber auch sofort, wie seriös die sind. Ne? So mal unter uns. Und du hast aber auf jeden Fall jemanden, an den du dich halten kannst. Ja. Und den du im Zweifel, und das ist dann auch für uns ganz dankbar, den du halt im Zweifel einfach in so einen Prozess mit reinholst und sagst, ja, okay, ich kann nicht beweisen, dass ich die Lizenzkette bis zum Ende habe, aber ich habe das erste Glied. So, jetzt, lieber mein Lizenzgeber, ich hole dich mal in meinen Prozess mit rein und jetzt beweist du, dass du die Lizenz von irgendwem anders hattest. Weil übrigens, wenn du mir nicht beweisen kannst, habe ich sowohl einen Schaden, den ich bei dir geltend machen kann, als auch die Partei, das muss ich dann auch nicht mehr. Werde, ne? Ja, genau. Das habe ich dann auch nicht mehr zusätzlich zu beweisen, sondern das ist dann einfach Fakt. Ja. So, und das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger und angenehmer Teil. Dann, wenn du weißt, okay, das ist jetzt schiefgelaufen, da zahle ich jetzt Lehrgeld für, aber ich kann mir das Geld zumindest wieder zurückholen. Ja. Das ist schon ganz gut. Gut. Jetzt sind wir natürlich etwas abgeschweift. Wir müssen aber wieder zurück zu der eigentlichen Situation. Weil, okay, wir haben jetzt geklärt, Reaction-Content prinzipiell machbar, aber man muss es ordentlich machen. Dann Lizenzierung von Reaction-Content schwierig, at best. Also aber jetzt, Lizenzierung möglich, aber ohne Lizenzierung schwierig. So. Ja, genau. So, ne? Ja. Also, okay, soweit, so gut. Dann, jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ich habe diesen Kanal gemacht und ich bin auch irgendwie an YouTubes Reused Content Regel vorbeigeschlittert, weil es doch irgendwie transformativ genug war. Jetzt möchte der Creator auf einmal mit mir zusammenarbeiten. Ja. Das ist ja prinzipiell erstmal eine gute Sache, weil das nimmt ja auch wieder was von diesem, ich sag mal, juristischen Druck weg. Wenn eine offizielle Zusammenarbeit besteht, dann ist ja auch weniger Zweifel darüber, ob es eine entsprechende Lizenzvereinbarung gibt. Beziehungsweise zumindest eine Partei ist dann schon mal aus diesem Verfahren raus. Ob dann der ursprüngliche Urheber von dem Video, auf das reacted wurde, noch damit einverstanden ist, nochmal dahingestellt. Gut. Ja, also genau, also vielleicht da ganz kurz, minimal, man kann das ja auch nachlizenzieren. Also die Tatsache, dass da vielleicht ursprünglich keine Lizenz drauf war, wenn der Reaction Creator, also der Mittelsmann quasi, die Mittelsfrau, wenn die zu mir kommen und sagen, ich will mit dir zusammenarbeiten, dann ist das Erste, was ich sage, übrigens, dann nimmst du mir also dann kriege ich die Lizenzen für das, was bislang da drauf ist, oder? Ja. So, Handschlag drauf, das reicht.
Ist natürlich nicht beweisbar, aber so grundsätzlich. Und dann ist das safe. Also dann ist jetzt jedenfalls diese Ebene geklärt. Ja, genau. Genau, gut. Das heißt, ich fange jetzt an, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. So, jetzt gibt es ja mehrere Arten und Wege, wie man zusammenarbeiten kann. Mhm. Ich glaube, es ist vielleicht sinnvoll, wenn jetzt gerade auch Cutter oder Editor zuschauen, mal so drauf einzugehen, welche Modelle es denn eigentlich gibt. Also klassische Festanstellung. Das kennen wir, Ja, glaube ich, alle. Das ist so, ich sag mal, 75 bis 80% der Bevölkerung sind ja. bestimmt in einem festangestellten Verhältnis. Das ist, wenn ihr irgendwo in einem Büro arbeitet oder beim Bäcker oder an der Kasse oder was auch immer. Ne? Ihr kriegt einen Arbeitsvertrag und da kann auch viel schief gehen, keine Frage. Aber Ja, prinzipiell, prinzipiell ist das ja erstmal relativ geregelt. Ne? ja, das ist So, vor allen Dingen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erstmal sehr geregelt und vor allem genau. sehr unaufwendig. Genau, so, ne, als Arbeitnehmer muss man da relativ wenig machen. Das macht dann Ja, normalerweise das sogenannte HR-Department, richtig. Human Resources einer Firma. Und die kümmern sich dann darum, dass ihr auch ordnungsgemäß angemeldet werdet, was Mhm. Sozialversicherung angeht und so weiter und so fort. Ja. Ne? Das ist alles wichtig und richtig. Editor sind aber in den meisten Fällen nicht festangestellt. Mhm. So, sondern die haben vielleicht Werk- oder Dienstverträge. Magst du das vielleicht mal oder etwas Ich anderes hebe direkt, Ich wollte genau, gerade ich hebe sagen, direkt meinen Finger. bitte. Es ist nämlich völlig wurscht, blöd gesagt, es ist völlig wurscht, wie, ähm, wie das Ding, was man da abschließt, heißt. Hm, Also obviously, ja. kernjuristisch, ja genau, also kernjuristisch betrachtet kann da Spaßvertrag drüber stehen. Ähm, also ich mache Ja, das jetzt mal bewusst absurd. Es ist mir völlig wurscht. Wichtig ist, wie es gelebt wird. ja, So, das heißt, die Frage, ob ich einen Dienstvertrag, einen Werkvertrag oder einen Arbeitsvertrag habe, das sind die drei Varianten, die wohl klassischerweise vorkommen werden. Ähm, Die hängt nicht davon ab, wie ich das Baby nenne, sondern wie ich das Baby lebe. ja, Wenn ich also eine Situation habe, ich gehe es jetzt mal nacheinander durch, ich fange mal an mit dem Werkvertrag. Der ist nämlich am einfachsten zu differenzieren, zugegebenermaßen. Da kommt ein Creator zu mir hin und sagt, hier, pass auf, lieber Cutter, für dieses eine Ding will ich, dass du genau das damit machst. Das soll das Werk am Ende sein. Schaffe mir dieses Werk. So, der Werkvertrag, wie der Name schon sagt, ist ein Erfolgsvertrag. Ich garantiere in dem Moment, in dem ich den Vertrag abschließe, dass ich das Werk, was ich schulde, das muss dann bestenfalls auch bezeichnet werden, entsprechend den Vorgaben hinbekomme. ja. Der Klassiker ist so Sachen wie Hausbau. Ne? Hm, Da wird vorher festgelegt, okay, das und das wird gebaut, zack. So, das ist das Werk. So kann das auch sein mit einem konkreten Video. ja, Die Aufgabe also ist, schneide mir dieses konkrete Video in diese Länge mit diesem Thema, das und das muss rein. So, fertig, aus. Du kriegst X Geld dafür. ja, Perfekt. Damit haben wir wahrscheinlich einen Werkvertrag. Ein Werk. So, der Dienstvertrag ist ein bisschen ein anderer Schnack. Da schulde ich nicht den Erfolg, also die letztlich das Werk als solchen, sondern ich schulde Zeit. Ich schulde meine Leistung. So, wenn ich beispielsweise meine Leistung anbiete als Anwalt, dann mache ich das nicht auf der Basis eines Werkvertrages, denn kein Anwalt, keine Anwältin der Welt kann den Erfolg garantieren. Ich wäre ziemlich doof, wenn ich das täte. Oder sehr schnell pleite. Ähm, Das, was wir tun, ist, wir bieten unseren Hirnschmalz an. ja, So, ergo schließe ich Dienstverträge. Das bedeutet also, ich schulde Zeit, ich schulde Aufwand, ich schulde meine Leistung, mein Tätigwerden. So nennen wir das dann in der juristischen Ausbildung. Aber das, was ich nicht schulde, ist der juristische Erfolg. So. Oder halt auch der tatsächliche Erfolg. ja, So, den tatsächlichen Erfolg, den schulde ich nicht. Und der Unterschied zwischen einem Dienstvertrag auf der einen Seite und einem
Arbeitsvertrag auf der anderen Seite, das ist der Unterschied, der ganz, ganz vielen Leuten absolut das Genick bricht. Und das ist jetzt, du darfst mich gerne Mhm. korrigieren, Ja, beim Dienstvertrag sagt mir keiner, wie ich das zu machen habe. Und genau. beim Arbeitsvertrag bekomme ich eine Anweisung und die habe ich so auszuführen. Genau. Also ich kann ja mal ganz kurz, so, wir gucken jetzt mal ganz kurz rein. Es gibt nämlich seit neuestem in Jura-Terms, so neu ist das gar nicht mehr, gibt es eine gesetzliche Definition des Arbeitsvertrages. Daran können wir mal erkennen, was da so der Spaß ist. Da gucken wir in 611a BGB rein. Ihr merkt schon, das A, das ist irgendwann mal eingefügt worden. So, und da sagt, in Absatz 1 sagt dieser Paragraph, dass durch den Arbeitsvertrag, also ich zitiere jetzt einfach mal vollständig, durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung, Achtung, weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. So, das bedeutet, in dem Moment, in dem ich einen Arbeitsvertrag habe, kann ich eben nicht sagen, ja, ich erfülle meine Leistung irgendwie von 20 bis 4, also von 20 Uhr bis 4, so, oder ich schaffe so ein Video auch in einer Stunde, und danach ist mir wurscht, sondern wir haben beispielsweise einen Festpreis vereinbart, so 500 € so für ein Video. Ob ich dafür eine Stunde oder 5 Stunden brauche, ist mein Problem. Ja. So. Also entweder mein Glück oder mein Problem. Je nachdem ändert sich halt der Stundenlohn dann am Ende des Tages. So, das ist bei einem Arbeitsvertrag halt ein bisschen ein anderer Schnack. Das gibt es auch unterschiedliche Abschwächungen. Ne? Also natürlich gibt es auch Arbeitsverträge, die Gleitzeit vorsehen, die irgendwie Arbeitszeitenregelungen, also bei denen die Arbeitszeit nicht so vorgegeben ist. Aber ich bin auf jeden Fall fremdbestimmt. Theoretisch kann mir mein Arbeitgeber sagen, du jetzt. Ja. Und zwar das und nichts anderes. So, das ist also das eine Kernelement. Achtung, die wirtschaftliche Abhängigkeit ist im Übrigen scheißegal. Also nur weil ich nur einen Auftraggeber habe, heißt das nicht zwingend, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handeln muss. Solange ich in meiner Arbeit, in der Frage, wie ich meine Arbeit erledige, komplett frei bin, kann es auch sein, dass ich einen Auftraggeber habe, trotzdem aber, also von dem bin ich ja ganz offensichtlich wirtschaftlich abhängig. Ich bin aber nicht persönlich abhängig und bin nicht weisungsgebunden und deswegen kein Arbeitnehmer. Das ist denkbar. Wobei es dann auch schon wieder die Geschichte der Scheinselbstständigkeit. Scheinselbstständigkeit. Ja, Genau, ja, sorry. genau. Also das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, Ja, auf den ich mich nicht so zwingend verlassen würde. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. genau. Aber theoretisch ist das auf jeden Fall denkbar. So. Und das Problem ist jetzt, und das können wir alle erstmal gar nicht bewerten. Nee. Da müsste ich mir jedes Vertragsverhältnis einzeln angucken, müsste schauen, okay, wie ist das ausgestaltet, wie ist der Umfang, der so wöchentlich zu erledigen ist, was sind die Regelungen, die dazu getroffen wurden, etc. Aber das ist eine riesige Falle, im Übrigen für beide Seiten. Ja. Denn wenn wir zu so Festbeträgen kommen, aber auch wenn wir zu Stundenabrechnungen kommen, also sagen wir mal, ein Arbeitsvertrag wird unwahrscheinlicher, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, wenn ich beispielsweise Rechnungen schreibe. Wenn Ja. ich also sage, keine Ahnung, du stellst mir für jeden Schnitt, den du machst, eine Rechnung. Wir vereinbaren, pro Schnitt kriegst du X. Und am Ende des Monats stellst du mir eine Gesamtrechnung über alle Schnitte, die du gemacht hast. Und ich überweise dir das dann. Damit ist sehr wahrscheinlich oder ist zumindest wahrscheinlicher, dass es sich nicht um ein Arbeits-, sondern um ein Dienstverhältnis handelt, weil ne, also ihr als Arbeitnehmer, ihr schreibt ja nie Rechnung. Warum auch? Ja. Das ist ein Arbeitsvertrag, daraus kriegt ihr euer Geld fertig. So, als Selbstständiger muss ich Rechnungen schreiben, wenn ich Geld haben will. Das gehört nun mal dazu. Und Rechnungen Das ist hinterherlaufen.
Oh ja, auch ganz schön. Wobei das passiert mir nicht so oft. Die meisten Ja, haben dann doch Angst, dass ihnen der Anwalt schneller hinterherkommt. ähm, das stimmt wohl. Ähm, Nee, aber so, das ist so der Grundsatz. Und von daher, das aber auch wirklich immer eine Einzelfallgeschichte. Und das Problem ist, dass ähm, das natürlich nicht die Parteien interessiert. Ne? Also nee, am klar. Ende des Tages ist den Parteien das ja oftmals, jedenfalls ganz am Anfang, relativ wurscht, ob das jetzt ein Arbeits- oder ein Dienstvertrag ist. Hauptsache das Geld fließt und Hauptsache die Leistung kommt an und so weiter. Das wird dann interessant, wenn sich plötzlich die Rentenversicherung meldet. Ja, Und glaubt mir, die meldet die sich. meldet sich. Das Das, ist Fakt. Also, deutsche wenn es, Rentenversicherungen sind auch meine Freunde, wirklich. ja, Das ist, total. Das ist Fakt. Oder natürlich, wenn es irgendwann Stress gibt. So. ja, Weil dann streitet man sich über Geld und dann streitet man sich auch darüber, ob das alles vernünftig geflossen ist. Und das, was ihr definitiv nicht wollt, ist, dass dann die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, das Finanzamt mhm. da vielleicht dann doch nochmal genauer hinguckt. Ja, Denn Spoiler, wenn das ein Dienstvertrag ist, wird der Vertragspartner, also der das bezahlt, keine Steuern abführen. Das ist dann euer Problem, ne? ja. Und So dann müssen was diese sie. Sachen auch zurückgelegt sein. Ja. O oder man darf lange abbezahlen. Oh ja. Das, Oder das wäre die letzte Variante. Es stellt sich heraus, oh, das war ja doch ein Arbeitsverhältnis. Ja, oh, schade. hm, Lieber Auftraggeber, jetzt wollen wir das Geld aber gerne von dir haben, weil übrigens, du hast da gerade eine ganz schöne Menge. Aua, ja, ja. unangenehm. Und ich sag mal so, ne, ohne dass wir jetzt natürlich zu weit Ja, reingucken können, ja, es wird natürlich wahrscheinlicher, dass es ein Arbeitsverhältnis ist, wenn dann so Aussagen fallen wie, ich lade dir jetzt schon mal die erste Stunde der Reaction hoch, damit du die schon mal schneiden kannst, damit das so schnell ja, wie möglich nach online gehen kann, wenn die Reaction durch ist. Dann bin ich nämlich nicht mehr frei, wann ich und wie ich meinen Job zu machen habe, sondern dann ist ja die Anweisung, nimm schon ja, mal den ersten Teil runter und fang schon mal an damit. Das ist ja dann schon eine Anweisung. Und da die ja. Balance zu halten, wie gesagt, von außen können wir uns nicht anmaßen, da irgendwie Nee, genau. rein zu interpretieren. Aber das könnten halt auch Indizien dafür sein, dass es halt wieder in die andere Richtung geht. Ja, Ne? klar, Also vom absolut. Dienstvertrag zum Arbeitsverhältnis. Gut, Ja, dann lass uns doch noch mal so ein paar weitere Indizien durchgehen. ja, Ich gucke mal gerade in meine Notizen. So, also für eine freie Mitarbeit spricht auf jeden Fall, dass der Kanal selbstständig aufgebaut wurde und ja, es eine prozentuale Gewinnbeteiligung gibt. So, ja, das ist erstmal so für freie Mitarbeit. genau. Für ein Arbeitsverhältnis oder eine Scheinselbstständigkeit spricht, dass so Aussagen fallen wie leicht ersetzbar. Es Ja, eine einseitige Festlegung der Auszahlung und Vertragsänderungen gibt von einer Vertragspartei. Und wenn Arbeitsinhalt, Zeit und Mittel maßgeblich vorgegeben wurden. genau. Also diese Thematik Vertragsänderungen, das ist nochmal so ein ganz lustiger Spaß. Das geht ja gar nicht einseitig. Richtig. Es ist Also tatsächlich noch, ich sag mal, 2 Punkte weiter unten, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. ja, ja, nee, wunderbar. Aber also eine einseitige Vertragsänderung, abgesehen von einer Kündigung beispielsweise, auch das ist eine einseitige Vertragsänderung, nur halt eine Vernichtung des Vertrags, aber gut. Ja, Aber so Dinge wie irgendwie Lohn oder also Zahlungshöhe oder was weiß ich, Arbeitsumfang oder so, das kann man im Regelfall, es gibt Ausnahmen, aber kann man im Regelfall nicht einseitig festlegen. ja, Das ist Vertragsinhalt. Verträge können nur durch beiderseitige Vereinbarungen geschlossen werden. Auch Vertragsänderungen müssen also beidseitig sein. Ähm, Das ist der Witz beispielsweise bei einer Änderungskündigung. Das ist halt Quatsch. ja. Also der Begriff ergibt schon Sinn, aber letzten Endes ist das ein Änderungsvertrag, der Angebot auf Abschluss eines Änderungsvertrags mit der Androhung, für den Fall, dass du die Änderung nicht annimmst, müssen wir dich leider kündigen. So, Ja. das. Aber so ganz grundsätzlich mal einseitige Vertragsänderungen schwierig. Gut. So, das vorweg ist das natürlich völlig richtig. Je detaillierter meine Vorgaben sind,
die ich mache, je genauer ich sagen kann, hier, du weißt ja, ich mache jetzt eine Reaction und ich erwarte, dass das in einer Stunde fertig ist. Und das passiert nicht einmal, sondern das passiert regelmäßig. Dann wäre das durchaus ein Indiz dafür, dass ich eben als Cutter nicht mehr so selbstständig bin, wie ich das gerne hätte oder wie das der Gesetzgeber vorgesehen hat, sondern dass das vielleicht eher etwas ist, wo ich mich danach richten muss, wie jemand anders das gerne hat. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, das ist, oder wenn es bestimmte Vorgaben zur Frage gibt, das ist natürlich alles graduell, ne? Also bitte Mhm. nicht, es gibt nicht 1 und 0. Also wir sind nicht in der IT im Jura. Ähm, aber quasi je genauer auch die Vorgaben sind, wie das Video am Ende auszusehen hat, Ja. je genauer die Vorgaben sind, wie lang das Video sein muss, was drin sein muss, welche Farbpalette quasi da genutzt werden darf, um das aufzuhübschen. Natürlich auch beispielsweise, wenn Programme gestellt werden, wenn irgendwas anderes gestellt wird, solche Themen, das sind alles Punkte, die können dann in so einer Situation mit einfließen. So ist es, so ist es. Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Mhm. Unabhängig davon, ob jetzt ein Dienst oder ein Arbeitsvertrag vorlag, Ja. die Urheberrechte der Bearbeitung, also nicht der Mhm. ursprünglichen Dinger, sondern nur der Bearbeitung, die bleiben Mhm. doch dann, sofern sie nicht im Vertrag festgehalten wurden, trotzdem beim Cutter. Haha, haha. Also Hm. sofern es Urheberrechte gibt, das ist Ja, ja ja, die, das ist halt die natürlich alles die Frage. entscheidende Frage, Ja. gibt es durchaus Mittel und Wege, wie wir die trotzdem zu dem Creator bekommen. Also zu Ah, okay. dem, so. Und zwar gibt es da eine sogenannte Vermutungsregel. Weil auch daran denkt der Gesetzgeber in der Regel. Und zwar in Paragraph 43 Urheberrechtsgesetz. Okay. Der gilt für Arbeits- und Dienstverhältnisse und sagt, die Vorschriften dieses Unterabschnitts, also das ist quasi die Frage, wann kriegt jemand Lizenzen, sind auch anzuwenden, wenn der Urheber das Werk in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen hat. Und jetzt kommt die Einschränkung, soweit sich aus dem Inhalt oder dem Wesen des Arbeits- oder Dienstverhältnisses nichts anderes ergibt. Okay. So, das heißt, im absoluten Regelfall, wenn nichts anderes in irgendeiner Form abgesprochen ist und das wird wahrscheinlich hier, würde ich mal sagen, zu bejahen sein, sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt oder so, ähm, besteht ja gerade die Arbeit eines Cutters darin, etwas zu Dinge zu schneiden, schneiden. ja. So. Und dann, und das ist ja auch völlig logisch, wieder an die Person weiter zu übertragen, die das Zeug dann nutzen soll oder die dafür bezahlt hat, dass Ich es wollte gerade sagen, geschnitten an den wird. Auftraggeber eben. So. Ja, genau. Das bedeutet, das Gesetz geht jedenfalls davon aus, solange wir nichts anderweitiges vereinbart haben, ist es in Arbeits- und Dienstverhältnissen wohl so, das kann im Einzelfall anders aussehen, dass wir da die Rechte, jedenfalls mal in Form einer Nutzungslizenz, bei den jeweiligen Auftraggebern haben. Okay. Kurzer Exkurs, weil ich Mhm. das öfter auch mal gesehen habe bei Emotes. Wie sieht Mhm. das mit, wenn ich jetzt Emotes in Auftrag gebe und nichts anderes vereinbart ist, Ja, dann habe ich auch erstmal eine Nutzungslizenz, die uneingeschränkt ist. das hängt vom Vertrag ab, ja. Also wenn ich im Vertrag ganz klar sage, die Emote-Nutzung ist für Discord und Twitch, dann kann ich nicht anfangen, die auf Die, YouTube zu nutzen. klar, So, also, logisch, oder klar. sagen wir mal, dann ist wahrscheinlich, dass diese Vermutungsregel nicht greift, denn soweit nichts anderes im Vertrag vereinbart ist. Ja, So, wenn im Vertrag vereinbart ist, die gilt nur für oder die Emotes sollen erstellt werden für, ja. dann ist relativ klar, wofür dann letztlich auch die Lizenz vergeben wird. Ja, Wenn ich aber jetzt durch. sage, ich erstelle dir einfach
Emotes, dann halte ich das schon für relativ wahrscheinlich, dass wir an der Stelle also ein Nutzungsrecht auch über Twitch und Discord hinaus hätten. Okay, also wenn nichts Ja, anderes festgelegt ist, darf ich damit machen, was ich lustig bin, weil ich habe die in Auftrag gegeben und genau. Ich bezahlt habe sie und in Auftrag gegeben und genau. bezahlt. Das ist so der Ja, Hintergrund. Also da, okay, gut. ich meine, das muss man sich ja auch rein formal juristisch mal feststellen. Das wäre ja völliger Irrsinn, wenn ich also wenn ich das ist ja auch bei der Bepreisung quasi Ja, eingearbeitet. Wenn ich letzten Endes etwas in Auftrag gebe und das dann nicht nutzen dürfte, ja, was ich ja ausdrücklich in Auftrag gegeben und bezahlt habe, ja. das ergibt einfach keinen Sinn und deswegen diese Vermutungsregelung. Klar dürfen die Parteien halt das auch anders regeln. Das ist so ein bisschen der Logisch, Hintergrund. logisch. Nee, weil ich sehe das halt häufig, dass dann auf Commission-Seiten das eben nicht Hm? dabei steht und sich dann auf Social darüber aufgeregt wird, dass das ja so nicht abgesprochen gewesen ist. Und ich denke mir so, ja, aber Moment mal, das stand halt nicht in euren Terms of Service. Und Ja, wenn es nicht drin steht und das bezahlt wurde, warum regt ihr euch jetzt gerade auf? Also, ja, also ja, es ja, ist immer so eine Frage. Auch da kennen wir die einzelnen Vertragsdetails nicht. natürlich, natürlich. Aber ja, also das ist auch ein ganz oft bestehendes Missverständnis. Und da müssen auch die Kreativen deutlich besser aufpassen, dass Auf sie jeden halt Fall. wirklich sagen, okay, also du kannst ja auch wirtschaftliche Strukturen bilden. Du kannst ja auch sagen, hey, pass auf, wenn du das nur auf YouTube beispielsweise nutzen willst, dann kostet dich das viel weniger, als wenn du das überall nutzen willst. Ja, Du kannst dir auch deine Urheberpersönlichkeitsrechte quasi abkaufen lassen. Also das geht nicht so, ne? Du bleibst natürlich persönlich Urheber und aber du darfst entscheiden, und das darfst du natürlich auch von der finanziellen Kompensation abhängig machen, muss ich in jedem Zusammenhang genannt werden, wenn mein Werk irgendwo auftaucht? Oder ist es auch okay, wenn das ohne Namensnennung passiert? Das ist ja auch eine Frage des Preises vielleicht, ne? ja, Also, ja, klar. das ist so ein bisschen sind so Überlegungen, die man anstellen könnte. Da, kann ich wirklich nur dazu raten, nehmt das Geld in die Hand, und lasst eure Verträge prüfen. Ja, Oder das ist sinnvoll. genau, oder Im Zweifelsfall nehmt einfach mal jemanden drüber schauen lassen. Nimm zumindest mal die 190 € netto zuzüglich Umsatzsteuer in die Hand und fragt mal jemanden, so wie schaut denn das aus? Er hat auch was mit Professionalität am Ende zu tun. Auf jeden Fall. So ist es. Gut. Dann, wir hatten es gerade schon angesprochen. Mhm. Verträge einseitig ändern, um zum Beispiel eine Mhm. Umsatzbeteiligung von 25% auf 1,5% zu reduzieren, Ja, geht natürlich nur im gegenseitigen Einvernehmen. ja, So. Ähm, gibt es da einen tollen Paragraphen für? ja. Also da sind wir ganz grundsätzlich mal beim 145 fortfolgende BGB. Mhm. Ähm, Da gibt es jetzt nicht, also es gibt nicht den einen Paragraphen, der sagt, hier ein Vertrag ist dies und das, sondern das ist quasi Grundlage. So, das weiß man einfach. Also wir sagen, wir haben Antrag und Annahme. Mhm. Paragraph 145 sagt, hat was zum Antrag, also zu der quasi dem Angebot. Wer einem anderen die Schließung eines Vertrages anträgt, daher Antrag, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat. So, daraus schließt sich ja, ein Vertrag muss aus zwei Erklärungen bestehen, denn ich habe einmal den Antrag und ich erkläre, ich möchte mit dir einen Vertrag schließen, das ist der Antrag, aber der hängt ja so ein bisschen in der Luft. Also wenn ich da jetzt nicht noch irgendwie was verbinde, dann Ja. habe ich was im luftleeren Raum. So. Und dann kommen wir zu Paragraph 147 und da steht eigentlich nur was zur Annahmefrist, aber das ist letzten Endes dann logisch, dass da eine Annahme erklärt werden muss. Und da heißt es, der einem Anwesenden gemachte Antrag
kann nur sofort angenommen werden. Es sei denn, natürlich ist es irgendwas anderes Ja, ja, vereinbart, klar. so, aber mal grundsätzlich. Das bedeutet, wir brauchen Antrag und Annahme. Das schließen wir dann aus diesen 2 Paragraphen. Und erst wenn beide übereinstimmen, haben wir einen Vertrag und natürlich damit auch eine Vertragsänderung. Und da gibt es ganz bestimmte Sonderregeln. Wie gesagt, die Kündigung hatte ich schon angesprochen. Es gibt ganz bestimmte Regelungen, die einseitige Veränderungen dieses Vertrags ermöglichen. Beispiel, so aus unserer Praxis, also so, ne, aus unserer aller Praxis. Wir kaufen Dinge beim großen A oder beim kleinen A. Ja, So, online. Dann gibt es das wunderschöne Widerrufsrecht. Ne? ja. Kennen wir alle, diese tausend Belehrungen, die wir da dran kriegen mit den AGB und der Widerrufsbelehrung und Tüdelü. Und das ist auch eine einseitige Willenserklärung, die das Vertragsverhältnis letztlich ändert. Da habe ich nämlich ursprünglich einen Vertrag und kann einseitig sagen, will ich nicht mehr, weil der Gesetzgeber mir diese Möglichkeit eröffnet hat. So, in allen anderen Situationen, also solange ich diese einseitige Möglichkeit nicht habe, und die ist in der Regel, also so beim sonstigen Vertrag immer nur dann möglich, wenn irgendwo was schief geht. Dann kann ich Nacherfüllung verlangen, ich kann den Vertrag rückabwickeln. Das sind alles einseitige Erklärungen. Aber immer dann, wenn ich den Vertrag aufrechterhalten will, brauche ich wieder Antrag und Annahme. Und die müssen zusammenfinden. Okay. Ähm, Jetzt sagen wir mal, ich bin gar nicht mehr zufrieden, Ja. weil vielleicht meine Geschäftsgrundlage gestört wird durch eine unzumutbare prozentuale Beteiligung. Mhm. Der Mm, 300, ja, 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 313. ja, genau. Wie sieht's denn da aus? Ah, die wunderbare Störung der Geschäftsgrundlage. Ja, nee, klar, das ist natürlich auch so ein einseitiges Recht. Ich Aber es ist bin bestimmt ganz stark ehrlich, eingeschränkt, oder? ich bin ganz ehrlich, das ist echt, also da muss viel passieren. Ähm, ich zitiere jetzt mal wieder. Ja, bitte. Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss, das heißt, alles, was vor Vertragsschluss war, ist deren Problem, schwerwiegend verändert. Und das ist der entscheidende Punkt, hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten. So kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit, Schachtelsatz, einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Nicht zugemutet werden kann. Ja, und da denke ich mir halt und so, ja, Ähm, aber 75% Gewinn zu machen von oder 75% des Umsatzes zu bekommen von einem Kanal, wo ich relativ bis gar nichts für tue, das ist ja wohl zumutbar. ja, also genau, also wir müssen halt immer schauen, okay, wie haben die Parteien, also prüfen würde ich das folgendermaßen, wie haben die Parteien den Vertrag abgeschlossen? Was hat Mhm. sich seit Vertragsschluss geändert? Der Umsatz, der ist Naja, deutlich mehr aber geworden. stopp, ja, genau, aber das ist ja nicht, also Ist ja keine da ist ja die Störung. Frage, ist das Grundlage des Vertrags oder ist es nur das Ergebnis? Weil es muss die Grundlage des Vertrags betroffen sein. Wenn die Grundlage des Vertrags, und das ist immer der Knackpunkt, ne? Also das ist der erste Mhm. Knackpunkt quasi. Was ist Grundlage des Vertrags geworden? Haben die Parteien in irgendeiner Art und Weise gesagt, naja, der Vertrag, wir gehen mal davon aus, also Grundlage dieser Vereinbarung soll sein, dass da so 200.000 Euro im Jahr bei rumkommen Ja, insgesamt. So, wenn das jetzt plötzlich 500.000 werden, mal ganz ehrlich, ist das wirklich Grundlage des Vertrags? Also ist es, oder wäre nicht Grundlage des Vertrags vielleicht eher sowas, dass YouTube sagt, ah, übrigens, der Account, der darf so gar nicht laufen. ja, okay, fair. So, ne? Das ist immer die Überlegung. Also, und reine Umsatzveränderungen, die halte ich für
also ich habe lang nicht mehr mit 313 zu tun gehabt, das muss man dazu sagen, aber die halte ich für nahezu ausgeschlossen, dass die Grundlagen von Verträgen sind. Das könnte in also wirklich in Extremfällen sein. Das halte ich für eher wahrscheinlich, wenn sich Vertragspartner vielleicht auf einen Festbetrag einigen, weil sie von einem Umsatz ausgehen, der irgendwo bei 2 Millionen liegt. Und dann lässt sich irgendwie nach 5 Jahren feststellen, ja, scheiße, das sind ja irgendwie nur 20.000. So, dann würde ich sagen, stopp mal. Also hier liegen die Situationen so weit auseinander. Im Übrigen muss das ja nach Vertragsschluss passiert sein. Also Nee, das klar. heißt, das ist ja, sonst ist es ja nur eine einseitige Annahme vielleicht. Ähm, dass das dann außer Verhältnis steht und dass deswegen der Person, die das Ganze zahlen muss und die vielleicht die 20.000 Euro vollständig abtreten muss, dass das nicht mehr zugemutet werden kann. Okay, aber das ist ja eine völlig andere Situation, Ja, als es wird einfach mehr Umsatz. das stimmt. Das ist wohl wahr. Und von daher, also das ist eine wirkliche Ausnahmevorschrift, sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen und nichts, wo man irgendwo sagen könnte, okay, das geht ohne weiteres in jedem Fall durch. Gut, dann blättern wir jetzt einfach mal um zu Ah, 314, weil in dem Statement-Video waren ja, ja auch von unangemessenen Titeln und Zoom-Fehlern die Rede. Und da könnte man jetzt natürlich fragen, ist das schon ein ausreichender Grund für eine fristgerechte bzw. fristlose Kündigung? ja. Fristgerechte Kündigungen brauchen bei Dienstverhältnissen jedenfalls keinen Grund. Ja, So, das vielleicht mal als allererstes. wenn man nicht mehr zusammenarbeiten möchte, dann sagt Genau. man, wir verlängern nicht. Tschüss. Genau, das ist der Spaß. Also wenn es so befristete Verträge sind sowieso, aber auch wenn es unbefristete Verträge sind, wenn ich ein Dienstverhältnis habe und das möchte ich nicht mehr fortführen, kann es sein, dass ich eine Kündigungsfrist in meinem Vertrag drin habe. Dann gibt es natürlich auch noch Kündigungsfristen außerhalb von Verträgen, die im Gesetz geregelt sind. Das ist völlig in Ordnung. Aber wichtig, ich brauche an der Stelle schlichtweg keinerlei irgendwie gearteten Kündigungsgrund. Das ist in Arbeitsverträgen ein bisschen was anderes, ab einer bestimmten Größe, da brauche ich dann einen Grund. Bei Dienstverträgen brauche ich das nicht. Das, was der 314 macht, ist quasi die außerordentliche Kündigung zu Ja, statuieren. Also wann darf ich, obwohl ich eigentlich ein Dauerschuldverhältnis habe, was ich ordentlich, aber vielleicht, also wann darf ich das außerordentlich ohne Kündigungsfrist kündigen? So, und da sagt das mal völlig unabhängig davon, welche Art des Vertrages wir hier haben. Ähm, Das gilt im Übrigen so in dem Maße beispielsweise nicht wichtig für Arbeitsverträge. Die Arbeitsverträge haben eine Sondervorschrift in 626 BGB, da gilt mhm. dann das. Das gilt, also dieser 314 gilt immer dann, wenn wir beispielsweise nicht wissen, was ist es denn jetzt? Ja. Wir haben Verträge, da hat das BGB nicht dran gedacht, als es erstellt wurde. Ich meine, das Ding ist mittlerweile deutlich über 100 Jahre alt. Das kann man nicht alles bedacht haben. Dann sagt man sich halt, naja gut, dafür brauchen wir den allgemeinen Teil des Schuldrechts, haha, zu dem halt auch 314 BGB zählt. Und deswegen sagt der quasi Dauerschuldverhältnisse ohne genauere Spezifikation, welches Dauerschuldverhältnis da jetzt gemeint ist, weil es halt für grundsätzlich mal alle gelten soll, kann jeder Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. So, der Gesetzgeber war nicht doof, der hat nämlich in Satz 2, es lohnt sich immer Gesetze zu Ende zu lesen, vertraut mir, also in Satz 2 gesagt, ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung, das ist der entscheidende Punkt, oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. So, die Formulierung kennen wir aus 313, ne? Mhm. Dass eine Fortsetzung des Vertrags nicht zugemutet werden kann. Das ist quasi das noch schärfere Schwert. Bei 313 sagt, also der Grundsatz ist, verdammt nochmal, passt euren Vertrag an. Ja. Und die Ausnahme ist, wenn ihr das nicht könnt, außerordentliche Kündigung. So.
Was jetzt konkret ein wichtiger Grund ist, Nadel im Heuhaufen, ne? Keine Ahnung. Also kein Scheiß. Es gibt, also deswegen sind Kommentare in Jura auch immer so dick. Wenn ihr euch mal fragt, ne, warum haben die immer so Wälzer da rumstehen? Ja, deswegen. Weil wir halt das als Text haben und dann ist die Frage, was ist ein wichtiger Grund? So, und dazu gibt es halt 100 Jahre Rechtsprechung. Ja. So, das kann im Übrigen, deswegen halte ich nichts von Rechtsprechung auswendig lernen, das kann im Übrigen für 99 Fälle gestimmt haben. Und ich habe jetzt den einen Fall abbekommen, in dem irgendein kleines Detail anders ist als in den 99 davor und plötzlich ist es nicht mehr so. Also von daher, das ist echt ein Knackpunkt und das ist nicht zu unterschätzen, dass man da eben nicht mal eben so schnell kündigen kann, sondern dass das durchaus auch ja, äh, Alright. schwierig ist. Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Äh? Okay, gut. Jetzt sagen wir mal, diese fristlose Kündigung, Ja, ähm, die war jetzt nicht ganz so rechtmäßig. ja, Was könnte ich denn als Editor oder als Cutter Geld machen? Ne? Kann man da entgangenen Gewinn irgendwie klar. sich wiederholen? Gibt es vielleicht ein Lizenzmodell? Wie ist Ja. das mit, ne, also klar, wir hatten das halt gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber was ist denn mit Werken, die bereits geliefert wurden? Die sind wahrscheinlich dann schon abgegolten, die können nicht noch irgendwie nachlizenziert werden für die Zukunft. Ja, das würde mich mal interessieren. Ja, klar, also als allererstes sagen wir mal auch da wieder unterschiedliche Herangehensweisen, je nachdem, welche Art von Vergütung ich habe. Hm? Wenn ich eine Vergütung ähm, also so eine Pauschalvergütung habe oder eine Vergütung nach Zeit, natürlich, Zeit habe ich nicht gearbeitet, logischerweise, wenn das eine außerordentliche Kündigung war. Aber dann könnte ich sagen, ich habe in den letzten Monaten in der Regel so und so viel Zeit aufgewendet, daraus hätte ich so und so viel Geld bekommen, das hätte ich gerne. So, das muss man natürlich irgendwie nachweisen können, aber theoretisch denkbar. Also Schadenersatz kann man Hm? geltend machen. Man muss sich da zwar das anrechnen lassen, was man quasi nicht verdient hätte oder hat, obwohl man es hätte verdienen können. Also das heißt beispielsweise, wenn ich als Cutter weitere Auftraggeber habe und bei denen hätte ich einfach mehr verdienen können in der Zeit, muss ich mir das anrechnen lassen für den Fall, dass ich quasi das nicht gemacht habe. Ja. Das ist letztlich so, man muss einfach schauen, dass man den Schaden bei auch ehemaligen Vertragspartnern so gering wie möglich hält. Und letzten Endes ist das nichts weiter als Schaden. Bei Pauschalvergütungen ist es ja natürlich noch einfacher. Da kann ich sagen, ich hätte für die letzten Monate eine Pauschalvergütung von monatlich so und so viel Euro bekommen. Da ich durch die außerordentliche Kündigung habe ich das nicht bekommen. Jetzt hätte ich das gerne. So, Ja. Punkt. Gegebenenfalls kann man dann auch noch darüber streiten, ob man nicht vielleicht irgendwelche Zusatzboni bekommen müsste, wenn das über Umsatzbeteiligungen läuft. Kann es sein, dass ich sagen kann, okay, jetzt hätte ich gerne Auskunft, was hast denn du damit verdient? Ich wollte gerade sagen, da ist bestimmt eine Das geht. Offenlegung dann auch Ja, genau. nötig, Also genau. das ist absolut möglich, das ist absolut denkbar. Ist oft genug auch der Grund, weshalb bestimmte Situationen vielleicht nicht so schnell gekündigt werden, wie man das gerne wollen würde oder warum sie dann vielleicht außergerichtlich beigelegt werden. Denn Spoiler, es gibt eine Öffentlichkeit in deutschen Gerichtssälen. Das bedeutet, wenn ich weiß, wann der Termin stattfindet und es geht um sowas und da wird sich dann über sage ich mal, über die Auskunft gestritten oder über die Vollständigkeit der Auskunft. Und dann plärt der Kollege auf der Gegenseite einfach mal so Umsatzzahlen der letzten 5 Jahre in den Raum. Weiß ich nicht, ob man das will. Keine Ahnung. Aber das ist damit kann man schon auch spielen. Wobei, ich sag mal so, bei manchen Streamenden ist es ja so, Ja, ja. dass die dann halt auch sagen, hey, komm Leute, ich bin transparent damit, Ja, klar. das ist hier mein Dashboard, das Ja, ist das, was
was YouTube mir zahlt. Da sind jetzt Ja, natürlich nicht alle Umsatzzahlen drin, gerade wenn es irgendwie so um Placements geht, die auf dem Kanal noch gelaufen sind, die fehlen dann klar. natürlich. Aber es gibt zumindest einen Anhaltspunkt. Und Ja, gerade was so Dashboards angeht, die sind ja auch gerne dann mal im Stream gesehen und ja, ja. schon öffentlich. Also Nee, klar. da ist halt die Frage, wie viel von dem anderen Kram ist dann noch an Umsatz Wie, mit drauf. Ne? wie viel muss ich da auch offenlegen? Das hängt halt davon ab, woraus sich dann diese prozentuale Beteiligung Ja, berechnet. Ne? Also genau. wenn da alles mit reinzählt, dafür kenne ich die Verträge wieder nicht, aber dann kann es sein, dass man eben auch sowas offenlegen muss. Ja, Ganz theoretisch jedenfalls. So. gut. Und vielleicht auch noch wichtig, nur weil ich irgendwann mal eine Abgeltung gemacht habe, also weil ich irgendwann mal Geld dafür bekommen habe für mein urheberrechtlich geschütztes Werk, gesetzt dem Fall, es ist urheberrechtlich geschützt, heißt es nicht, dass das für immer das einzige Geld sein muss, was ich irgendwie bekomme. Denn es gibt bestimmte Klauseln oder bestimmte Paragraphen im Urheberrechtsgesetz, nach denen, wenn ein Werk besonders erfolgreich wird, Ah, ja. man dann eine Nachvergütung bekommt. Der absolute Standardfall in diesem Zusammenhang ist, den werden jetzt wahrscheinlich nur noch die Älteren unter uns kennen oder der Zuschauenden kennen, ich glaube, es war der Kameramann, der Hauptkameramann des Films Das Boot. Ah, Der hat sich über Jahrzehnte, will ich fast schon sagen, mit ich weiß nicht mit wem genau, aber auf jeden Fall mit den Rechteverwertern, glaube ich, gestritten letztlich, weil das Ding halt so dermaßen erfolgreich wurde, dass er gesagt hat, hey, ich habe dafür zwar x Euro bekommen für meine ganze Arbeit, aber das steht nicht mehr im Verhältnis zu dem, was letztlich mein umgesetzt wurde. Beitrag wert Ja, war. So, ähm, daran zeigt sich im Übrigen auch, Kameraleute können eigene Werke schaffen. ja, Also auch die können durchaus Urheber sein oder Miturheber dann eines Werkes, wenn sie persönliche geistige Schöpfungen nachweisen können. Das das ist ist der entscheidende Punkt. vielleicht für die rappenden Creator unter uns, die gerne mal Musikvideos machen, interessant. Mhm. Ne? Ja, klar. Ja, Weil der Kumpel, der da mit dem Handy draufgehalten hat, das könnte gegebenenfalls irgendwann mal einen Anspruch stellen, sollte der große Durchbruch kommen. ja, genau. Passt auch Also da bitte auf. Ne? ist halt die Frage, inwieweit einfach draufhalten dann schon ein eigenes Werk ist. Aber wenn der sich irgendwie besondere Gedanken macht oder das dann einbringt, so Ja, hier, mal, lass uns die Perspektive doch mal so machen und das hier und dieses Hintergrundbild ist doch viel cooler als das einfach nur so laufend. So, solche Themen, das kann alles relevant werden. Von daher, also das nur dazu, nur weil man einmal Geld bekommen hat, heißt das nicht, dass man für immer raus ist. So, das war mir auch noch wichtig, das kurz zu erwähnen. Aber ganz grundsätzlich, das sind so die zentralen Punkte und theoretisch könnte man, sofern es nicht lizenzierte Punkte sind, weil in der Situation kann man sich dann drüber streiten, jedenfalls, ob der 43 nicht vielleicht endet. mhm. Also ob die Lizenz, die ich, wenn ich keine andere Vereinbarung getroffen habe, aufgrund der Tatsache vergeben habe, dass ich Geld dafür bekommen habe, ob die nicht eventuell endet dadurch, dass das Vertragsverhältnis plötzlich futsch ist. Weil ja der Vertrag geschlossen wurde auf der Basis, dass ich eine Umsatzbeteiligung bekomme, die ja dann nicht mehr stattfindet, oder? Naja, oder weil ich an der Stelle sagen muss, okay, ich habe da zwar Geld für bekommen, aber quasi die Lizenz wird, also das wird nur diskutiert, ne? Es gibt da Mhm. keine, auch da gibt es keine Rechtsprechung zu, die das bestätigt, aber es ist zumindest mal ein Gedanke, den man aufmachen könnte. So funktioniert juristisches Denken. Ähm, ich habe, also der Grundgedanke hinter dem 43 ist, ich kriege Geld dafür, dass ich etwas schaffe. Und das kriege ich monatlich, weil ich habe einen Vertrag, auf Basis dessen ich Geld bekomme. Ja. So, wenn ich dieses Geld jetzt nicht mehr bekomme, ist die Frage, ob die Lizenzierung trotzdem weiterläuft oder ob ich dann sage, naja, dann wird wohl auch die Lizenz weg sein müssen, weil ich habe ja Ja. nichts mehr davon. Ja. Das ist eine Überlegung, die
sagen wir mal, aus bestimmter Perspektive einen Charme hat. Ich halte sie nicht für besonders durchsetzbar, um das Ja, mal also ganz persönliche Meinung. Aber es ist schon mal was, was man sich auf jeden Fall überlegen kann. ja, gut. Vielleicht, bevor wir jetzt noch auf das letzte Thema kommen, Mhm. habe ich mir noch einen kurzen Stichpunkt gemacht hier, branchenübliche Vergütungen. Ich weiß nicht, wie viel du mit Creatoren schon zusammengearbeitet hast. Ähm, oder generell mit Cuttern in dem Fall ist es Ja, tatsächlich. ja, Ähm, weil es wurde ja viel diskutiert, ist das jetzt angemessen, ist das nicht ja. angemessen? Und da kann ich tatsächlich so ein bisschen, zumindest aus dem Nähkästchen plaudern, dass 20 bis 35% sind Mhm. das, was man so branchenüblich als Editor nehmen kann, wenn man sich um den kompletten Kanal kümmert. Mhm. So, das ist zumutbar, Mhm. wenn man das so ausdrücken möchte. Ja. Deswegen 25% wäre hier vollkommen fein gewesen. Ähm, Jetzt ist das, was du vorhin angesprochen hattest, war die Geschichte, dass man dann natürlich prüfen müsste, ob Festbetrag plus 1,5%, Mhm. ob das auch noch zumutbar wäre, ob das jetzt halt Genau. viel größer oder viel kleiner ist als die Ja. 25%, die angeboten wurden. Ähm, ist halt die Frage. Und Mhm. dann sage ich mal so doof es klingt, aber im deutschen Medienraum gibt es ja auch die sogenannte Monte-Klausel, äh, benannt nach Montana Black. Er Mhm. sagt nämlich, wir machen 30-70. Okay. So, das ist zumindest das, was meine oberflächliche Recherche ergeben hat. Aber Okay. das ist das mal besser als 25%. Von Äh, daher ja. möchte man, egal was man von ihm hält, ihm das jetzt erstmal zugute halten, wenn er das so hält und auch, zumindest ist mir bis jetzt noch nicht zu Ohren gekommen, dass er in all den Jahren irgendjemanden vertraglich übers Ohr hauen wollte mit Mhm. den 30%. Deswegen müssen wir es jetzt erstmal so annehmen, dass es so stimmt. Und ja, dann das wäre Ich so kann der schon, genau, ich kann schon wieder meinen, es kommt darauf anbringen. Fair. Das ist nämlich ein klassischer Streitpunkt. Das gilt natürlich nicht nur für die Branche, sondern für immer, also für Ja. eigentlich alle Branchen immer dann, wenn nichts vereinbart ist. Das ist im Übrigen der Punkt, in dem diese ganze Frage überhaupt erstmal relevant wird. Mhm. Sonst streiten wir uns, also ne, wenn wir das jetzt in allen anderen Situationen machen, also ganz grundsätzlich müssen wir sagen, wenn die Parteien eine Vereinbarung zum Lohn, zur Zahlung, wie auch immer, treffen, dann nimmt der Gesetzgeber erstmal an, es besteht Vertragsfreiheit in Deutschland. Wenn nicht ein grobes Missverhältnis besteht aus Leistung und Gegenleistung, dann pfuschen wir da nicht dran rum. Ja, Wenn die Parteien sich darauf geeinigt haben, 75, so, eben. dann ist uns das erstmal wurscht, dann ist das so. Es sei denn, das ist dann aber natürlich nicht der Staat, der das macht, sondern halt der jeweilige Vertragspartner. Das steht in einem krassen Missverhältnis zu dem, was man so normalerweise machen würde. Dann würde man vielleicht über 138 BGB gehen, würde sagen, irgendwie Wucher, ey, voll fies. So Mhm. merke ich mir das immer oder so merke ich mir das im Studium immer, so immer dann, wenn man denkt, das ist jetzt aber ganz, ganz, ganz übel. Also sagen wir mal, da würden wir nur 1,5% machen. Eben, So das ist aus, ja die so andere ohne Zahl, alles. genau, So, ja. dann würde ich sagen, okay, boah, ja, also das halte ich für Schwierig. fragwürdig, ob Ja, das hält. So, interessanter wird das in dem Moment, in dem die Parteien nichts vereinbart haben. ja. Gibt's auch, zuhauf. So, dann kommen wir nämlich, jedenfalls mal bei Arbeits- und Dienstverträgen, zum 612 BGB. Auch daran hat der Gesetzgeber selbstverständlich gedacht. Ja, Wenn irgendwas müssen die ja nämlich machen. irgendwas ist immer. Absatz 1 sagt da, eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Das ist also mal der Grundsatz. Und Absatz 2 sagt dann, ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. So, und dann stellt sich die wunderbare Frage, die
niemals enden wird, was ist denn jetzt genau die übliche Vergütung? So, da gibt's klassischerweise würde ich dann, wenn ich so einen Fall hätte, würde ich dann beispielsweise dich als Sachverständigen benennen. Ja, Du hast mit sehr vielen Creatoren zu tun, du kennst solche Verträge. Ich kann auch nachweisen hier mit deinem Unternehmen, du hast da eine gewisse Expertise, machst das schon eine Weile. So, dann würde ich dem Gericht sagen, okay, also das Gericht, oder sagen wir mal, ich würde wahrscheinlich eher ein Privatgutachten bei dir einholen, weil das Gericht dann mit seinen Sachverständigen immer ein bisschen picky ist, sagen wir es mal so. Ähm, und würde dann dich fragen, hey, was wäre denn hier so die klassische Vergütung, die man dafür so zahlen würde? Dann würdest du sagen, irgendwas zwischen 20 und 35%. Und ich hätte schon mal einen Anhaltspunkt, wo ich sagen könnte, okay, mit 1,5% sind wir da ganz schön drunter. So. ja. Das ist also sehr unwahrscheinlich, dass auch ein gerichtlich bestellter Sachverständiger zu dem Ergebnis kommen würde, dass das korrekt ist. Nochmal, da sind wir in einer anderen Situation drin. Aber auch da wären wir im 138. Insofern, also ist das Beispiel okay. Ähm, Das ist also ein extremes Problem. Und klar, werde ich dann sagen können, werde ich mir angucken müssen, okay, ich kann das nicht auf alle Creator beziehen. Ne? Logisch. Logischerweise kann ich Monte nicht vergleichen mit jemandem mit 500 Followern und irgendwie Einnahmen von ein paar Euro im Monat. So, das ist ja völlig klar. Wobei das bei prozentualen vielleicht sogar noch geht, also bei prozentualen Ein- und Einnahmen und Ausgaben. So. Ähm, aber das heißt, die erste Schwierigkeit ist schon mal, wo finde ich meine Vergleichsgruppe? Die zweite Schwierigkeit ist, wie komme ich an die Zahl, dass ich diese Vergleichsgruppe auch tatsächlich vergleichen kann? Und die dritte Schwierigkeit ähm, ist ist diese Vergleichsgruppe oder das, was die Vergleichsgruppe zahlt, dann auch für die Branchenüblich. Leistung Ja. und auch also für die Leistung, die ich da erbracht habe, üblich. Und das ist so ein bisschen, also auch da gibt es 1.500 und was weiß ich, wie viele Probleme. Bestenfalls vereinbart etwas, was sich für beide Seiten auch richtig anfühlt, ähm, und arbeitet im Zweifel im Einzelfall nach, bevor ihr euch zum Rechtsstreit kommen lasst. Das ist einfach so. Rechtsstreitigkeiten können immer, und zwar für beide Parteien, am Ende des Tages scheiße ausgehen. So sieht es aus. Womit wir auch zu unserem nächsten Punkt kommen: Konfliktlösungen und Prävention. Sehr gut. Ne? So, du hast gerade schon geschrieben, Win-Win-Lösungen suchen. Erhalt von Mhm. Geschäftsbeziehungen sind effizienter und kostengünstiger als Gerichtsverfahren. Das habe ich mir auch so notiert. Und vor allem, macht keine öffentliche Schlammschlacht draus. Nein, Das ist ja, also, nein. ich Also möchte wenn ich, sagen, peinlich ist noch ja, das Netteste, was ich dazu sagen ähm, kann. generell macht keine Schlammschlacht draus. Also wenn ich eine Sache als Jurist, und wir sind ja als Juristen völlig emotionslos, jedenfalls in unserem Job. Ja, Ähm, Glücklicherweise bin ich das sonst nicht, aber zumindest in meinem Job bin ich komplett emotionslos, jedenfalls was das angeht. Ein Rechtsstreit ist ein Rechtsstreit. Es gibt zwei unterschiedliche Meinungen darüber, wie ein bestimmter Sachverhalt sich abgespielt hat. Es gibt einen Rechtsstreit darüber, wie die Rechtsfolge aus diesen unterschiedlichen Sachverhaltsbewertungen ist. Und dann, verdammt nochmal, haben wir ein Glück, leben wir in einem Rechtsstaat. Und dann gibt es eine gerichtliche Entscheidung und dann hat eine dritte Person darüber entschieden, wer jetzt Recht hat und wer nicht. Achtung, das hat überhaupt nichts mit der Frage zu tun, was ist Gerecht und was nicht. ja. Keine Diskussion, das ist nicht unser Job. Das sollen die Philosophinnen und Philosophen machen. Mein Job ist es, Recht in irgendeiner Form an den Mann und an die Frau zu bringen. So, das vorweg geschickt. Ähm, Macht euch klar, dass das, was ihr tut in der Situation, genau das ist. Das ist kein, ey, ich hasse dich bis aufs Blut im besten Fall. Und führt bitte Rechtsstreitigkeiten nicht aus Prinzip.
bitte nicht. Das geht nur schief. Wirklich. Ich habe noch niemanden erlebt, der einen Rechtsstreit aus Prinzip führt, der am Ende zufrieden war. Das ist immer nur Scheiße, weil du immer auf die Schnauze fliegst. Weil was passiert am Ende? Selbst wenn du Recht bekommst, hast du kein Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Also hast du nicht das Gefühl, gerecht behandelt worden zu sein, weil das Recht nicht liefern kann. Ehrlich, wenn ihr das wollt, geht zur Mediation, guckt, dass ihr euch irgendwie zusammen, überhaupt ein guter Tipp, bevor es zum Rechtsstreit kommt, setzt euch mal mit jemandem hin, der das gelernt hat, also Mediation zu machen und versucht das irgendwie gemeinschaftlich zu lösen. Gerade in solchen Beziehungen, wo es gar nicht so zwingend in irgendeiner Form zu einem richtigen Rechtsstreit kommen müsste, glaube ich zumindest. Und wo dann am Ende auch so viel dranhängt, das ist ja das nächste Problem. Da hängt ja so viel Scheiße hinten dran, die man im ersten Rechtsstreit noch gar nicht bedenkt. So, jetzt werden aber, ich meine, wir hatten das ja, ich weiß gar nicht, wie viel du damit zu tun hast, aber sicherlich auch das eine oder andere Thema abbekommen bei dir. Dass jetzt offensichtlich die Steuerfahndung in NRW plötzlich darauf aufmerksam geworden ist, dass Creator ja Geld verdienen. Und Nee, dass die, Gott sei Dank, ich habe tatsächlich auf meinem Soundboard einen Tritone von mir, wo ich sage, macht euren Papierkram. Und den spiele ich regelmäßig in meinen Update-Videos ein, ja, wenn es mal wieder heißt, Steuerformulare müssen ausgefüllt werden für Google. Und dann sage ich, das ist nicht nur bei Google so, sondern ihr müsst euren mhm. Papierkram auch so ausfüllen. Ja, Und ja, also Gott sei Dank, toi, toi, mhm. toi, von den Leuten, von denen ich, also A, die Leute, die ich vertrete, die kriegen das Ja, sowieso von mir eingetrichtert. Und klar, zweitens, die Leute, die ich so kenne und die so ja, kommentieren bei mir, die sind eigentlich auch alle von mir geimpft worden, so nach ja, dem Motto, macht euren scheiß Papierkram, weil es ist wichtig und tut hinterher nur doppelt und dreifach weh, wenn ihr das wieder ausbaden müsst. ja. Ne? Das macht keinen Spaß und Nee. glaubt mir eine Sache, der Staat kriegt sein Geld. Ja. Also bei aller Liebe und und das ist auch gut im Übrigen. Ja. Das ist auch total richtig so, dass er das tut. Ähm, aber glaubt nicht, ihr könnt den Staat verarschen. Nein. Glaubt nicht, ihr könnt das Finanzamt verarschen. Das ist keine gute Idee. Das ist wirklich keine smarte Idee. So, das aber mal kurz zu dem Ausflug. Aber das wollt ihr nicht. Ihr wollt nicht, dass plötzlich irgendjemand bei irgendeiner Rentenversicherung die Zeitung aufschlägt oder sich blöderweise mal auf Instagram verirrt und irgendein Video sieht und sich denkt, ach, guck mal, Da muss ich da jetzt gucken wir mal doch jetzt mal nachgucken. rein. Ganz Ne, genau da so. gucke ich doch jetzt mal genauer nach. Das ist So, fantastisch. ja, schlecht. Und Von ich sag mal daher, so, es gibt ja so Pedanten. Ne? Also nicht, ja, na klar. nicht, dass sie in Ämtern arbeiten würden, auf gar keinen Fall. Aber es gibt ja dann so Leute, die dann ähm, auf einem Sonntagnachmittag nichts Besseres zu tun haben, als Ja, dann wirklich mal ja, tief in so eine Materie ja, reinzugehen. Ne? na klar. Und 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 das ist ja auch völlig in Ordnung und ja. völlig richtig. Also auch da nochmal, das ist ja kein Kavaliersdelikt. Also wir Nein, hatten es um Gottes vorhin, Willen. ne, wir hatten es vorhin mit klaut nicht den Content anderer Menschen. So, irgendwas an der Rentenversicherung vorbeizumachen, die ja sowieso Ich finde, fröhlich klamm ist, auch an Krankenversicherungen und sonst irgendeinem sozialen Sicherungssystem vorbei zu veranstalten, das, das ist kein Spaß. Das ist nicht irgendwie, guck mal, 500 € gespart, ähm, sondern das ist halt, also klar, erstmal schon, in dem Moment logischerweise, ja, aber genau. dann kommt Ähm, spätestens, was ist das, alle 3 bis 4 Jahre pflichtmäßige Überprüfung oder so. ja, Und dann ist das Geschrei aber groß, wenn die große ja, Nachzahlung kommt. Ne? ja, Und ich sag mal so, also ich finde tatsächlich, Rentenversicherungen sind noch mal, also noch größere Trüffelschweine als das Finanzamt. absolut. Die kriegen alles Fun raus. Fact, Fun Fact, die meisten, also so das letzte Mal, dass ich nachgeguckt habe, die meisten Insolvenzanträge kommen tatsächlich von der Rentenversicherung. Nein, Weil, das ist natürlich nicht lustig, aber nee, es wundert mich nicht. Sagen wir es nee, mal so rum, ne? weil natürlich das, also, ja, wenn ich als Unternehmen die Möglichkeit habe, meine
Vertragspartner zu bezahlen oder die Rentenversicherung, verarsche ich erst die Rentenversicherung. Ja. So, oder sagen wir mal, meistens fällt das halt dann auf, wenn schon nicht mehr die Rentenversicherung bezahlt werden kann. So, das ist Ja. natürlich viel zu spät, ne? Keine Frage, keine Diskussion, aber dann fällt das auf. So, das also nur dazu. Aber es hat natürlich auch noch ganz andere Situationen oder sinnvolle Vorteile, das nicht in der Öffentlichkeit auszutragen. Beispielsweise, wir zwei unterhalten uns nicht über sowas. Das ist Ähm, richtig. Das ist natürlich, also auf der anderen Seite kann das natürlich auch eine total sinnvolle Content-Strategie sein. Ne? Es gibt ja durchaus Ja, eine Streitigkeit, die ich hier nicht näher nennen möchte, die sich seit Jahren hinzieht, wozu der Kollege Solmecke auch immer wieder Videos gemacht hat. Ja, das finde ich ist aber auch eher so eine, ich nenne es jetzt einfach mal Solmecke-Bait-Strategie, um kostenlose Rechtsberatung zu bekommen. Ich sag einfach, was ich alles falsch machen würde und werde dann korrigiert. Ja, Ich kann mir das kann schon vorstellen, sein, auf wen du hinaus möchtest. sagen wir mal, einer der Beteiligten hat mit einem leckeren Süßstück zu tun Ja, im Namen. Ähm, äh, nein, also das kann natürlich super gute Content-Strategie sein, ne? Keine Frage. Wenn ich darauf aus bin, möglichst viele Klicks zu generieren, kann es sehr sinnvoll sein, Ragebait zu generieren oder anderweitig irgendwie Dinge zu tun, die einfach nur dafür sorgen, dass ich in den Schlagzeilen bleibe. Das haben Sportler schon in den 90er Jahren sehr gut gekonnt. Also nicht jeder Besuch von Bayern-Spielern in der wie heißt diese komische Disco oder hieß die komische Disco P1 oder was in München, das war sicherlich nicht alles, sagen wir mal, ungeplant, ja, dass die da auch sich fotografieren haben lassen. So. Sondern das hat natürlich in gewisser Weise kann das auch sein, um sich selber im Gespräch zu halten. ja, Gar keine Diskussion. Und in der Situation ist das ja auch total fein. So, aber wenn ich einen Rechtsstreit führen will, dann bitte nehmt es nicht so persönlich. Es geht um eine unterschiedliche Auffassung. Ich kann euch allein in unserem Gespräch wahrscheinlich, also jetzt, wahrscheinlich jeden zweiten Satz vorspielen und jeder von euch versteht irgendwas anderes darunter. ja, So entstehen Rechtsstreitigkeiten. Natürlich nicht zwischen uns, weil wir jetzt glücklicherweise nicht in der Situation sind, dass wir uns streiten müssen, aber so im normalen Alltag, im normalen vertraglichen Alltag entstehen so Rechtsstreitigkeiten. Und dann ist es komplett bescheuert, da jetzt ein persönliches Fass draus zu machen, sondern ja, führt den Rechtsstreit, geht danach raus. Ich gebe euch auch den Tipp, zieht irgendwie eine Klamotte an, die ihr danach ablegen könnt. So mache ich das mit meiner Robe im Übrigen. Ich bin riesiger, also ich meine, ich bin ja wirklich kein Freund von besonders eloquentem Auftreten. Meine Robe liebe ich aber, weil das ist mein Schutzschild. Ich ziehe das ja. an, ich streite mich, ich ziehe das aus und Und dann ist Feierabend. dann bleibt das auch da, Ich ja. gebe meinem Kollegen, meiner Kollegin die Hand, sage, gut gestritten, dieses Mal habe ich gewonnen, nächstes Mal gewinnen vielleicht Sie, fertig ist. Ja, Aus, keine Diskussion, kein persönliches Gegeneinandergehen, brauche ich nicht. ja, Finde ich total bescheuert, wenn man das tut. Und von daher auch da einfach nur mein Tipp ähm, zur juristischen Vermeidung von Streitigkeiten auf dieser Front. So. Außerdem sagt man dann manchmal Dinge, die man nicht sagen will. Das ist auch ganz blöd. Dann kommt direkt der nächste Rechtsstreit. Alles scheiße. Kann man sich ja, alles sparen. Und das ist nicht günstig. Also, ich meine, so eine äußerungsrechtliche Geschichte, da sind wir dann schnell bei einem fünfstelligen Streitwert. Der fünfstellige Streitwert heißt ganz schnell mehrere tausend Euro Kosten. Ob ihr das wirklich wollt, euer Ding. Ich nehme das Geld gerne, ne, by the way. ja. Also ich mache sowas regelmäßig. Ich ich mache sowas, also mir macht das auch Spaß. Also unabhängig davon, dass ich damit mein Geld verdiene, aber mir macht das Ja. tatsächlich Spaß, weil vieles Auslegungsfragen sind. Das ist Kernjura. So, das finde ich geil. Ähm, mein anderer Tipp, regelt Dinge vorher. Ja.
Und Und ich zwar, glaube, da ist auch der Hund begraben, dass viele ja, Leute in diese Situation reinschlittern und ja, nichts geregelt ist. ja, Und da vielleicht mal. Ja, wir hatten im Vorgespräch auch schon mhm, diese Geschichte. Medienkompetenz muss mhm, vermittelt werden. Es muss auch zu einem Zeitpunkt vermittelt werden, wenn man anfängt, nicht mhm, nur tanzende Früchte auf seinem iPad zu sehen, ja, sondern aktiv das Gerät auch anderweitig zu nutzen. mhm, Und dann lieber früher als später und dann meinetwegen auch immer mal wieder auffrischen, bis es mhm, dann in die Volljährigkeit reingeht. Ne? ja, ja, Also ist halt wirklich, so doof es klingt, aber ähm, ich glaube, wir haben leider eine Generation verpasst, ja, die es jetzt schon als Eltern nicht richtig weitergibt, die aber trotzdem ja, damit aufgewachsen sind. ja, Und da finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir möglichst schnell entsprechende, wie heißt das mal, Entscheidungen und ja, Bildungsangebote schaffen, ja, dass sich das nicht weiter fortführt, ja, sondern klar. dass wir das möglichst noch in der Problemfindungsphase unterbinden können irgendwie. Ne? Ich meine, Äh, das große Problem, also vielleicht ganz kurz, das große Problem mit Aussagen im Internet ist ja, wir wissen alle, wobei das muss ich jetzt einschränken, in Amerika vergisst das Internet gerade sehr, sehr, sehr viel. mh, Das ist ein Problem, aber wir wissen alle grundsätzlich, das Internet vergisst nichts. So, das heißt, das, was ich früher vor meinen 5 Kumpels gesagt hatte und wusste, diese Äußerung wird diesen Raum nie verlassen. Also ne, ich als Person, sondern als quasi ich, in das ihr euch alle reinversetzen könnt. Ähm, das funktioniert halt im Internet nicht. So, wenn ich also irgendeine irgendeinen beleidigenden Unfug von mir gebe im Internet, dann wird irgendwer, goldene Regel des Internets, einen Screenshot davon machen ja, und ich meine, ihr habt das gerade potenziell vor 8 Milliarden Menschen rausgerotzt. ja, So, das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. So, das ist nicht irgendwie, ich erzähle das nicht meinem Buddy, sondern das ist eine Aussage, die für potenziell 8 Milliarden Menschen abrufbar ist. Und zwar dauerhaft abrufbar. Das ist ja nicht, ich sage das irgendwie bei einem Bier und dann vergessen wir es wieder und ab morgen ist alles wieder fein. Nein, nein, das ist da. Das wird da auch immer sein. Und ja. das ist einfach, da fehlt die Kompetenz, glaube ich. Also ganz, ganz viel, was ich auch in sozialen Medien geschrieben sehe, denke ich mir, ja, schön. Also, erzählst du sicher auch in deinem Freundeskreis so, mein lieber Menschlein. Aber mein liebes Menschlein im Freundeskreis halten halt alle die Schnauze. Ja. Hier ist das Problem. Und das ist echt ganz, ganz übel. Und was ich aber eigentlich meinte, mit dem regelt das vorher. Haltet Sachen schriftlich Also fest. genau. Wir müssen da gar nicht beteiligt sein. Also wir im Sinne von Anwältinnen und Anwälte. Das kann natürlich helfen, wenn es um größere Summen geht. Ne? Also ähm, oder wenn es potenziell um größere Summen geht. Also auch wenn es jetzt um 500 € geht, glaubt mir, das können halt 500.000 € werden. Unwahrscheinlich, zugegebenermaßen, aber Ja, theoretisch als denkbar. bei den Reaction-Kanälen werden das schnell bis sechsstellige Summen. Okay. Dann, also, ne, es kann sich schnell ändern. So, sagen Ja, wir es mal so. ja, Und natürlich ist das teuer. Keine Frage. In den Rechtsgebieten, in denen ich vertrete, nehme ich so normalerweise 280, 300 € die Stunde, zuzüglich Umsatzsteuer. Wenn ich das nach Stunden mache, sonst gibt es das RVG, das gibt mir sowieso vor, wie viel ich nehmen darf oder wie viel ich verdienen muss, quasi mehr oder weniger. Das ist ganz nett für mich, aber ist natürlich oft teuer. So, Punkt. Ich kann euch garantieren,
absolut garantieren, es wird deutlich teurer, wenn ihr das nicht schriftlich festhaltet. Ja. Und nochmal, ich muss da gar nicht beteiligt sein im ersten Schritt. Haltet es einfach, und wenn es nur eine Mail ist, ernsthaft, kein Scheiß, wenn ihr irgendwas absprecht, wenn ihr sagt, hier, pass auf, so und so wollen wir das machen, schreibt eine Mail, schreibt in diese Mail, wie gerade telefonisch oder wie auch immer besprochen, haben wir uns auf folgende Punkte geeinigt. Stichpunkt 1, Stichpunkt 2, Stichpunkt 3, Stichpunkt 4, Stichpunkt 5. Das kann missverständlich sein, keine Frage, aber wir haben zumindest mal einen Anhaltspunkt. Wofür? Ihr habt euch am so und so vielten um so und so viel Uhr höchstwahrscheinlich über folgende Themen unterhalten. Diese Themen sind zu folgendem Ergebnis gekommen, jedenfalls mal von einer Seite. Ja. Wenn es davon von der anderen Seite keinen Widerspruch gab, ist zumindest das grobe Vertragswerk mal irgendwie festgezurrt. Im besten Fall noch eine Rückbestätigung Ja, genau. mitschicken. Wenn's, Ne? genau, Also wenn's das noch gibt, perfekt. Aber nein, also solche Sachen, das sind Basics, das sind Kleinigkeiten. Und mir ist völlig klar, Creator sind noch nicht so geschäftserfahren wie ein Unternehmer, der das seit 40 Jahren macht. Im Übrigen machen die das auch falsch. Also Ja. es ist ja nicht so, naja, meine Rechtsstreitigkeiten führe ich ja nicht nur zwischen 16-Jährigen. Also ich übertreibe, ne? Jetzt wieder. Aber die führe ich nicht mit Leuten, die gerade anfangen irgendwie, sondern das zieht sich überall durch. Schreibt Dinge auf. Das ist das A und O, denn ein Telefonat, ein Gespräch wirst du niemals, insbesondere vom Inhalt her, du wirst vielleicht noch nachweisen können, dass du ein Telefonat geführt hast, wenn du das gleiche Handy noch hast beispielsweise oder irgendwie deine Einzelnachweise abspeicherst. Okay, aber niemand wird dir sagen können, also ich weiß nicht, was ich vor 5 Stunden erzählt habe. Wie will ich denn wissen, was ich vor 2 Jahren gesagt habe? Absolut, absolut. Keine Chance. Ich meine, es wird ja mittlerweile besser. Also gerade wenn es so die neueren Telefone, die geben dir dann ja auch Transkripte und Zusammenfassungen Ja. des Telefonats. Aber wie weit das dann zulässig ist, ist auch noch mal so Ja. die Frage. Ne? Deswegen im Zweifelsfall schreibt eine kurze E-Mail und dann passt das. Ja. Gut. Dann hatte ich halt auch im Vorgespräch schon angerissen, dass wir uns vielleicht noch um so ein kleines weiteres Thema kümmern sollten. Oder zumindest mal grob anreißen sollten, den Gedanken. Und vielleicht können wir da auch die Zuschauer animieren, ihren Senf einfach mal in die Kommentare dazu zu schreiben. Ja. Und zwar das Konzept einer Creator-Genossenschaft. So, also erstmal, Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Menschen, die ein gleiches Ziel verfolgen. Prinzipiell so eine Art Firma, aber sehr demokratisch, weil jeder irgendwie Anteilhaber ist. Wenn ich das, genau. Also kann man so zusammenfassen, glaube ich. Ne? Ja, so, genau. Genau. So in die Richtung. Also es ist quasi, das ist eine mehr oder weniger feste Gruppe. Also ich kann meinen Anteil nicht veräußern. Insofern ist es was anderes als eine AG, aber es hat auch einen Vorstand, es hat auch irgendwie demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten der Anteilseigner quasi oder der Mitglieder der Genossenschaft, ja. Genau. Und zumindest nach meinem Verständnis ist es so, dass, oder beziehungsweise man kann es so aufsetzen, dass das Stimmrecht nicht kapitalgebunden ist, sondern dass du sagen kannst, Person. okay, genau, dass du es personengebunden machst und dass das dann heißt, ich bin Mitglied der Genossenschaft und daher habe ich ein Stimmrecht. Ja. So. Und dadurch ist es halt sehr, sehr demokratisch. Zumindest was die Ausrichtung angeht. Ja. So, und der Gedankengang war, ursprünglich kam das übrigens von meinem Co-Founder Leo, der gesagt hat, wenn sich jetzt die ganze Zeit VTuber von VTuber-Agencies ausnehmen lassen und Creator von MCNs ausnehmen lassen und Hollywood-Schauspieler sich von Hollywood ausnehmen lassen, wäre es dann nicht sinnvoll, wenn wir uns irgendwie alle mal zusammenraffen und zumindest in kleinen bis mittleren Verbänden organisieren, zum Beispiel innerhalb einer Genossenschaft, um dann gemeinsam einen Rechtsbeistand zu haben,
den man mal fragen kann, wenn gerade irgendwas schief läuft, Klar. ohne dass man jetzt großartig auf Social Media da erstmal ein Ja, ja. Statement-Video zu machen muss. Oder B, zum Beispiel auch Editor oder Cutter organisieren kann, die halt von der Genossenschaft bezahlt werden, anhand der Mitgliedsbeiträge, Ja, und dann aber halt sprunghaft für sämtliche Creator eingesetzt werden. ja klar. Also, Und genau, also das war so der Gedankengang. Was hältst du davon? Findest du das geil? Und natürlich, ihr zu Hause auch, gerne in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Logo. Ähm, keine Genossenschaft, sondern ein e.V., aber wir haben das in der digitalen Welt haben wir sowas sogar schon. Ah, Also mal für eine andere Branche, aber der ah, Game ja, e.V., ähm, also der Verband der deutschen Gamesbranche. Das ist ein e.V., auch die haben Dinge wie, ne, also auch, das geht natürlich genauso mit einem e.V. wie mit einer Genossenschaft. Die haben natürlich einerseits diese ganzen Pressearbeitsthemen, jetzt ist ja gerade wieder Gamescom, auch da sind die ja mit dabei, machen aber natürlich auch Dinge wie Rechtsberatung für ihre Mitglieder, wie Verträge, die sie zur Verfügung stellen, wie Games-Förderung, wie Austausch untereinander. Auch das ist ein super demokratisches Konzept. Also Vereine im Allgemeinen ein extrem demokratisches Konzept. Wir haben auch eine Thema, also das Themenbereich, ich bin jetzt gerade bei denen auf der Webseite, deswegen so, haben ein Thema Verwertungsgesellschaft, haben ein Thema Let's Plays, Lizenzverzeichnis beziehungsweise Lizenzverwertung. Wie funktioniert das? Das ist also grundsätzlich mal eine total smarte Idee, als Kreative generell sich in irgendeiner Form zusammenzutun. Das gibt es auch in anderen Branchen, gibt es in der Buchbranche, gibt es in sonst wo. Also die Möglichkeiten sind da vielfältig. ja, Und natürlich kann man das durchaus auch als Genossenschaft machen. So, keine Frage. Ähm, Ich halte das grundsätzlich für sehr, sehr sinnvoll, sich zu organisieren, wie das ja, weil du Hollywood angesprochen hast, beispielsweise die mhm. Schreibenden sehr, sehr stark gemacht haben in Hollywood und auch dadurch eine relativ starke Position eingenommen haben in Hollywood. Also wenn die Writers Guild streikt, dann geht absolut gar nichts. Ja, weil es Das halt auch ist, das ist flächendeckend ist, ne? Genau, weil es flächendeckend ist. Klar, da müssen alle Mitglieder mitziehen und letzten Endes muss man dann als Verband, das geht dann sicherlich in Gewerkschaften nochmal ein bisschen anders, aber muss man natürlich, also das ist natürlich, Streik ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber wenn man in irgendeiner Form also wenn das einzelne Mitglied irgendwann Nachteile zu befürchten hat, müssen trotzdem alle an einem Strang ziehen. Das ist wichtig. Also wenn da einer ausschert, dann ist ganz klar, dann wird sich so ein System nicht halten können. Ansonsten finde ich das eine super smarte Idee, weil wir uns austauschen können. Also du hast die Möglichkeit, x andere Menschen zu fragen, hey, pass auf, hast du schon mal mit denen zusammengearbeitet? Wie schaut's aus? Wie sind deine Erfahrungsberichte? Was nimmst du denn so? Das geht, man kann das ja auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Sagen wir mal, du machst das am prozentualen, also du machst irgendwie einen bestimmten Mindestbetrag für ganz kleine Creator, du machst dann größere Beträge für größere Leute, wie auch immer, wie solidarisch man das auch immer gestalten möchte. Aber der zentrale Punkt ist, ähm, du hast irgendwann die Möglichkeit, mit einer Stimme zu sprechen. Ja. Und das ist ein Pfund. Das unterschätzen ganz, ganz viele Leute, auch deswegen, weil es bedauerlicherweise so ist, dass die Arbeit von Gewerkschaften ganz oft falsch geframed wird. Also beispielsweise finde ich das total geil, was die Bahngewerkschaften machen. Die machen es genau richtig. Ja. Ähm, Das Problem ist, dass es halt so geframed werden kann, dass die ja schuld sind daran, dass nichts vorwärts geht. Ja, was für ein Bullshit.
Ja, und ich denke mir halt so, aber wenn es nicht Gewerkschaften gäbe, wie sähe es dann um den Arbeiter- oder Arbeitnehmerschutz Genau, im Moment aus? genau. Ne? Und das Das, sage ich als selbstständige Person. ja, Ne? ja, Also das, absolut. muss man ja auch Ich noch ja mal auch. sagen. Also ich ja Äh, auch. ne? Das ist einfach äh, Gewerkschaften oder generell Vertretungen, also Interessenvertretungen im Allgemeinen sind brutal gut, weil du plötzlich nicht mehr alleine da sitzt Ja. oder sitzen musst und sagen musst, ja, scheiße, hier irgendwie das Unternehmen, boah, die sind ja so groß und ich bin so ein kleines Licht und ich kann ja eigentlich froh sein, wenn die was mit mir machen wollen. Ja, okay, dann mache ich das halt für 100 Euro. So, Mhm. während du eigentlich vielleicht 500 dafür fordern könntest. So, Absolut. was du aber nicht weißt, wenn du dich nicht austauschen kannst. Und das ist ja genau die Möglichkeit. Also zu sagen, ich habe eine Anlaufstelle, wo ich vielleicht noch nicht mal andere Creator fragen muss oder andere Cutter oder wen auch immer fragen muss, sondern wo ich eine Instanz habe, die mir nicht sagt, der oder die hat 500 Euro dafür bekommen, für die gleiche Arbeit, sondern die dann wiederum, pass auf, ich guck mal, was ich machen kann, Hörer in die Hand nimmt, beim Unternehmen anruft und sagt, hier, pass auf, das und das sind die Kennzahlen. Ihr wollt den doch gerade verarschen. Ja. Ich weiß genau, beim letzten Mal habt ihr das bezahlt, dann bezahlt ihr dem das gefälligst auch. Fertig. Keine Ja. Diskussion. So, natürlich hat das auch ein gewisses Risiko. Klar, es wird Ja. Unternehmen geben, das muss einem völlig klar sein, die sagen dann, nö, mit dir nicht. Ja. Gut. Okay, Aber das hast du ja immer, wenn du so genau. unionized heißt es ja im Ja, Englischen so ja, schön, genau. ne? Ja, ja, Wenn du so eine Interessenvertretung hast. Aber ja, ja, okay. Ja. Nee, ich glaube, egal wie man es jetzt macht, ob über einen Verband oder Verein oder ja. Genossenschaft, ähm, ich finde, das Schöne bei der Genossenschaft ist halt, dass du ja, über die Mitgliedsbeiträge Sachen steuern kannst. Ich Mhm. meine, das kannst du bei einem Verein auch, aber bei einem Verein, äh, ich habe das Gefühl, dass die Rechtsform des Vereines so ein bisschen mehr Kontra gibt, was die wirtschaftlichen Interessen angeht. Mhm. Ja, Also das kann auch ja, einfach nur ja. mein falsches Verständnis davon sein, aber ich habe das Gefühl, dass gerade was so wirtschaftliche Interessen angeht, eine Genossenschaft besser aufgestellt wäre als ein Verein. Aber ja, Andere Details. Zielsetzungen. Also Ja, letzten Endes ist es eine andere Zielsetzung. Ich wollte gerade nur einfach mal, weil ich das Beispiel jetzt da so drin hatte im Kopf, das auch sagen, dass das durchaus auch so geht. Da ja. bin ich dann wiederum zu wenig drin. Also wenn wir uns über die Frage unterhalten müssen, Wie setzt man es am Verein, besten um? Ja, Verband, ja, ja, genau. Genossenschaft, was auch, welche anderen Wege es da auch immer gibt, da muss man dann zu jemandem hin, der darauf spezialisiert ist und euch genau sagen könnte, okay, das sind die Vorteile davon, das sind die Vorteile davon, was wollt ihr haben? So, aber ja, das ist letzten Endes, glaube ich, die Thematik. Alright. Cool. Dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal, dass du dir Sehr, die sehr Zeit gerne. genommen hast. Ich meine, es ist jetzt natürlich etwas länger geworden, aber ich glaube, es war wichtig, Och, naja. dass wir hier so anhand des Beispieles uns mal so ein bisschen durchgehangelt haben, Ja, was alles schieflaufen kann, wo Dinge schiefgelaufen sind und wie man es vielleicht auch ein bisschen besser machen kann. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, ne, ihr wisst Bescheid. Kommentare. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir immer eine Freude, mit dir so ein bisschen da reinzugehen. Weil, ja, es sind halt immer zwei Seiten der gleichen Medaille irgendwo, ne? Weil ich sehe ja, es na halt, klar. ich sehe es halt sehr, sehr viel aus so Management-Sicht, aus Creator-Sicht Ja, und das Ganze nochmal von der anderen Seite beleuchtet zu sehen, finde ich immer ein sehr, sehr informativer Perspektivenwechsel, sag ich mal. Ne? mir macht Also das auch immer Spaß. Also so sehr ist es geil. nicht. Gut, Ähm, dann, ne, falls ihr mehr hier von Thomas sehen wollt, ist natürlich auch unten verlinkt, ganz wichtig. Und genau, dann schauen wir mal. Wir hoffen jetzt einfach mal nicht, dass der nächste Skandal kommt, aber wenn er kommt, wir sind da und wir schauen mal rein. Ne? Ihr wisst Bescheid. Ich danke und auf Wiedersehen. danke dir und wir hören uns. Bis dahin.